Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder zu einem sehr umfangreichen Video begrüßen, denn heute werfen wir einen Blick auf das neue PSG 1 aus dem Hause VfC Umarex. Hier haben wir ein GBB-Modell auf dem Tisch, kostet aktuell zwischen 750 und 800 Euro, dementsprechend ein bisschen hochpreisig und hier müssen wir auch wieder ein bisschen genauer hinschauen, wenn man so viel Geld für eine Waffe ausgibt. Bedeutet, ich werde euch auch abschließend sagen, warum vielleicht das PSG 1 fürs Spielfeld vielleicht ja, nicht die beste Wahl ist. Dementsprechend, wie gesagt, schauen wir ganz genau hin, schauen wir uns alles im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So Leute, dann gehen wir es an. Beginnen wir zunächst mal mit dem Lieferumfang. Wer sich schon ein bisschen auseinandergesetzt hat mit dem Modell, wird es vielleicht schon mitbekommen haben, PSG 1 wird direkt in einem riesengroßen Waffenkoffer geliefert. Bedeutet, wartet mal, ich schau mal, ob ich ihn hochbekomme. Das Teil hier, wartet, bekomme ich ihn drauf, ja, hier bitteschön. Hier in diesem riesen fetten Koffer wird einmal das PSG 1 drin geliefert. Wer die Maße braucht, sind 133 cm in der Länge, 40 cm in der Breite und 12 cm oder 13 cm einmal in der Tiefe oder in der Höhe. Vielleicht für den einen oder anderen von Kofferraum recht wichtig. Wenn ihr dann den Koffer einmal aufmacht, habt ihr ein bisschen Papierkram mit drin. So eine kleine Sicherheitsunterweisung von Umarex, wie ihr die Waffe handhaben sollt, ist in Ordnung. Und ebenfalls eine Gebrauchsanweisung. Die ist recht oberflächlich, also gerade Teileliste oder sowas sucht man natürlich vergebens, aber gerade so kleine Details, wie jetzt zum Beispiel beim Magazin irgendwie den Bolt-Stop zu aktivieren, zu deaktivieren, ist drin erklärt und ebenfalls aufs N-Pass-System wird auch drin eingegangen. Dementsprechend hier kann man nicht schimpfen, ist in Ordnung und auch Einsteiger wissen dann sofort, gut, die Waffe hat einen N-Pass. Was man normalerweise oder was ein Einsteiger standardmäßig bei einer Waffe gar nicht so mitbekommen würde, dass er die Energie einstellen kann, ist also auch drin erklärt, finde ich gut. So, dann ein stinknormaler Speedloader, das Ganze wieder mit passendem Aufsatz vorne fürs G3-Magazin, den wieder am besten einmal aufkleben oder festkleben, ansonsten verliert ihr die Dinger. Wie gesagt, ganz normaler GBB-Aufsatz. Dann gerade schon gesagt, ein Standard-GBB-Magazin, das ist ein stinknormales G3-Magazin und hier hat sich im Vergleich zu den Vorgängern auch nichts geändert. Magazin ist also exakt zum G3 identisch geblieben. Und selbstverständlich, das ewig lange Teil da drüben habt ihr ebenfalls einmal im Koffer enthalten. Wenn ihr jetzt das PSG 1 das erste Mal aus dem Koffer rausnehmt, seht ihr hier wie beim G3 auch, dass der Feuerwahlhebel bzw. der Receiver oder das Gehäuse vor Verkratzen mit so einer sehr, sehr dicken Schutzfolie einmal versehen ist. Bedeutet, wenn ihr hier rumstellt den Feuerwahlhebel, dann bekommt ihr hier einfach keine Kratzer rein, da das Ganze über so eine Folie noch gesichert ist. Da habe ich euch damals beim G3 im Review gesagt, ein Skalpell schneidet es auf und reißt es mit Gewalt ab. Das geht letztendlich auch schöner, denn ihr müsst letztendlich nur einmal den Feuerwahlhebel rausziehen. Bedeutet, wir nehmen einfach einmal die Pins hinten raus, einen vorne, einen hinten, dann zieht ihr den gesamten Schaft ein kleines bisschen nach hinten ab. So, nehmt einmal das Griffstück unten raus, so, dann habt ihr das Ding da und jetzt letztendlich nur den Feuerwahlhebel einmal komplett nach oben biegen und einmal komplett rausziehen. So, und dann könnt ihr diese Schutzfolie einfach einmal abnehmen, dann Feuerwahlhebel einfach wieder reinstecken, ausrichten, rumlegen und dann das ganze Ding einfach wieder zusammenstecken und fertig. Und wie gesagt, ihr müsst da nicht rumschneiden, rumreißen oder sonstiges, einfach Feuerwahlhebel rausziehen und diese Schutzfolie einfach einmal entfernen. Sprechen wir anschließend wieder kurz die technischen Daten durch. Das PSG 1 wird natürlich bei VfC in Taiwan produziert und von Umarex durch die HK-Lizenz nach Deutschland importiert. Dementsprechend hier auch wieder ein Lizenzmodell und ihr findet vom Schützen aus auf der linken Seite auf dem Gehäuse oder auf dem Magazinschacht die Original HK-Markings einmal vor. So, dementsprechend aber auch wieder relativ teuer dieses Modell. Wie gesagt, hier liegt man aktuell je nach Shop zwischen 750 und 799 Euro. Also 800 Taler ungefähr müsst ihr rechnen für ein PSG 1 nackt, ohne Optik natürlich. Gut, dann können wir gleich die Maße ansprechen. Wir haben hier eine Gesamtlänge von stolzen 1210 mm im eingeschobenen Zustand. Ihr könnt die Schaftkappe hinten über ein Gewinde weiter rausdrehen und somit erreicht ihr maximal 1260 mm. Wenn man das mal mit einer HTI vergleicht, dann wird es witzig und auch wenn ich das Ding in Anschlag reinnehme, dann wird es ebenfalls witzig. Man sollte also vielleicht ein kleines bisschen größer gewachsen sein, wenn man das Ding handeln möchte. Also für mich wäre es jetzt zu groß.
So, dann haben wir im inneren Bereich zunächst mal das Standard G3 GBB-System, was man bereits kennt, also hier nicht unbedingt verbessert oder überarbeitet, sondern das kennt man, das schauen wir uns später nochmal im Detail an. Und hier muss man einen wichtigen Punkt beachten, und zwar die Lauflänge. SPSG 1 hat einen Standard GBB-Lauf drin mit einer Länge von 650 mm, Innendurchmesser 608 und das Ganze aus Aluminium. Und diese 650 mm könnten zum Problem werden, sprechen wir dann gleich im Detail an. Was haben wir noch? 21 mm Pickrate ist hier oben drauf auf dem Stahlblechgehäuse einmal verschweißt, das Ganze auch schön gerade, also nicht irgendwie krumm vom Winkel her oder sowas, sondern sauber gerade mit einer nutzbaren Länge von 127 mm. Ihr solltet nur darauf achten, wenn ihr euch einen ZF oben drauf ballert, nehmt am besten Low Mounts, also Montageringe, die relativ flach sind, ansonsten mit mittleren kommt ihr relativ oder baut ihr relativ hoch. Dann müsst ihr mit der Wangenauflage extrem hoch und dann passt es irgendwie nicht mehr vom Schultern, also finde ich zumindest. Dementsprechend eventuell auf Low Mounts oder flache Montageringe zurückgreifen. Gut, dann haben wir das Gewicht. Das PSG 1 wiegt ohne Magazin 4750 Gramm. Das Magazin wiegt 446 Gramm. Ergibt ein Gesamtgewicht mit Magazin von 5196 Gramm. Also 5200 Gramm komplett mit Magazin, aber das Ganze natürlich ohne Optik obendrauf. Kommt natürlich zustande, da wir auch wie beim G3 hier ein komplettes Stahlblechgehäuse vorzufinden haben und auch das Rohr vorne ist komplett voll Aluminium. Packt also doch einiges an Gewicht einmal drauf. Gut, was haben wir noch? Wie gesagt, G3-System ist klar. Die Energie wird angegeben bei den meisten Shops zwischen 1,5 und 1,6 Joule. Dies könnt ihr natürlich wie beim G3 auch über das N-Pass-System einmal einstellen. Bedeutet, ihr könnt die Gasmenge für die BB und die Gasmenge, welche nach hinten geht, für den Repetiervorgang wieder justieren oder einstellen. Schauen wir uns auch bei den Internals nochmal im Detail an. Und gerade das ist auch ein Punkt, braucht man unbedingt bei dem Modell. Wie gesagt, kommen wir gleich dazu. Okay Leute, das soll es gewesen sein mit den technischen Daten. So, jetzt sprechen wir mal die kleinen Probleme durch. Da brauche ich aber erstmal ein kleines bisschen Werkzeug. So Leute, kleines bisschen Werkzeug geholt. Wie gesagt, mein PSG 1 hat zwei Probleme. Eins finde ich relativ kritisch und ist auch ein bisschen, oder erkläre ich euch meine Theorie dahinter. Und ein Problem, gut, das zeige ich euch halt, das ist vorhanden. Ob man es so kritisch sehen muss oder nicht, das ist an euch überlassen. Fangen wir mal bei dem Problem an, was jetzt weniger kritisch ist. Wer sich zurückerinnert, bei dem Review vom G3 habe ich euch damals gesagt, der Repetiervorgang über den Spannhebel geht bei den ersten 20 mm unheimlich schwer. Bedeutet, ihr müsst da reißen und knellen, damit der Verschluss nach hinten fährt. So, das geht jetzt beim PSG 1. Geht das Ganze butterweich, ne? Wunderbar, kann man gar nicht schimpfen. Fett. Kann man gar nicht schimpfen, super. Ja, das geht aber standardmäßig nicht so leicht. Und zwar möchte ich euch einen Punkt zeigen. Wenn ihr jetzt mal hier vorne einmal den Vorderschaft quasi wegnehmt, als würdet ihr jetzt einmal das Hop-Up einstellen, dann habt ihr hier vorne im Gehäuse eine Schraube drin. Die wird auf der gegenüberliegenden Seite mit einer Mutter gekontert. Diese Schraube hält einmal eure Hop-Up-Kammer im Gehäuse sozusagen fest. Das gesamte Rohr oder der gesamte ewig lange Aluminiumlauf ist dann letztendlich nur hinten auf der Hop-Up-Kammer einmal aufgeschraubt über ein Gewinde und fertig. So, wenn ihr das Ding standardmäßig bekommt und euer Spannhebel geht zu schwer oder reibt zu schwer, dann macht die Schraube auf. Möchte ich euch kurz demonstrieren. Wie gesagt, ich möchte einfach darauf eingehen, ich möchte es im Detail durchsprechen. Also hier, läuft wunderbar. Verschluss fährt komplett bis Anschlag, bis Anschlag zu und die Nozzle fährt einmal komplett in die Hop-Up-Kammer rein. Funktioniert tadellos. So, meine Schraube ist aber komplett offen. Also die ist nicht zugezogen. Jetzt passt mal auf, wenn ich die Schraube ganz normal, nicht übertreiben, handfest zudrehe. Einfach ein kleines bisschen. Das waren jetzt ungefähr 3 Umdrehungen. Merkt ihr was? Könnt ihr vergessen, funktioniert nicht mehr. Ich kann es euch auch mal anders demonstrieren. Wenn ich die Schraube jetzt wieder einmal komplett losmache, dann fahre ich mal das System auf und mache diese Schraube jetzt einfach wieder handfest zu. So, mache ich ein bisschen handfest zu. Wie gesagt, nicht übertreiben, ein kleines bisschen. Jetzt achtet auf den Verschluss. Ich hoffe, das kann man erkennen. Der Verschluss steht komplett offen. Um 20 mm. Bedeutet, die Nozzle fährt nicht mal in die Hop-Up-Kammer rein, da sich das Ganze da vorne drin extrem verklemmt. Nur über diese Schraube. Also bei meinem Modell ist es notwendig, diese Schraube einmal komplett aufzuschrauben und komplett locker zu lassen. Und erst dann funktioniert das ganze System. Also hier von der Passgenauigkeit oder von der Konstruktion irgendwo ein kleiner Fehler drin. Jetzt denkt ihr euch, gut, dann lassen wir halt die Schraube offen. Ich meine, wo soll die Schraube großartig hin?
Ja, ein kleines Problem liegt dennoch vor. Wenn ihr die Schraube zuschraubt, geht das Einstellrädchen von der Hop-Up-Kammer relativ leicht oder einfach zum Einstellen. Schraubt ihr die... Nee, warte, was habe ich jetzt gesagt? Schraubt ihr die Schraube fest, also als wäre es ganz normal festgezogen, dann geht das Einstellrädchen leicht zum Einstellen. Lasst ihr die Schraube allerdings offen, damit das Verschlusssystem funktioniert, plagt ihr euch unheimlich hier vorne das Rädchen einzustellen. Also hier passt irgendwas von der Flucht oder von der Fertigung, passt hier irgendwas nicht. So, und dann möchte ich euch auch noch was zeigen, was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat. Und zwar, wie gesagt, das Rohr ist hier letztendlich nur auf der Hop-Up-Kammer aufgeschraubt. Bedeutet, es ist einfach nur so ein Vollbandel Aluminiumrohr mit einem ganz kleinen Gewinde hinten drauf. So, wenn ihr das jetzt einfach mal abzieht, dann ist mir ebenfalls aufgefallen, wenn ihr euch mal den Inner anschaut, der wird komplett auf eine Seite rüber gedrückt. Also der sitzt, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber der wird komplett verdrückt, der sitzt da vorne einen kompletten Zentimeter, zieht den raus. Also entweder passt die Flucht hinten von der Hop-Up-Kammer nicht oder der gesamte Lauf ist ein bisschen krumm. Wie gesagt, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Also hier schon mal bei meinem Modell ein kleines Problem mit der Passgenauigkeit oder mit der Aufnahme von der Hop-Up-Kammer im Verschluss oder was heißt im Verschluss, im Receiver einmal drin. So, das war jetzt das kleine Problem. Das, wie gesagt, dann lasst halt die Schraube ein bisschen offen. Letztendlich läuft das Modell dann, oder das Gassystem läuft dennoch. Also es ist nicht so gravierend. Es gibt allerdings ein kleines Problem, das finde ich sogar fast noch ein bisschen kritischer. Lasst mich das bitte wieder ganz kurz zusammenbauen. Ich mache jetzt mal keinen Cut rein, sondern wir ballern den ganzen Mist da einfach jetzt wieder zusammen. Das ist übrigens schön gemacht hier. Zack, einmal vollständig draufschieben und hier vorne über eine große Schlitzschraube einfach wieder arretieren das Ganze. So, das war das kleine Problem. Wie gesagt, das finde ich jetzt gut, lassen wir die Schraube locker, funktioniert. Perfekt ist es aber auch nicht, gerade für den Preis vielleicht. So, jetzt kommen wir zum anderen Kritikpunkt oder zum anderen Problem, was ich euch im Detail erklären möchte und was ein bisschen Theorie dahinter steckt. Und zwar, wenn ihr das Teil out of the box bekommt, dann ist das N-Pass-System auf 50% eingestellt. Bedeutet, 50% von der Gasmenge geht nach vorne, beschleunigt die Kugel, 50% geht nach hinten für den Repetiervorgang, füllt also das Volumen hinten in der Nozzle. So, jetzt kront ihr das Ding mit 0,2 Gramm. Ihr werdet feststellen, das Modell hat eine relativ konstante Energie mit 0,2 Gramm von ca. 1,5 Joule. 1,49, 1,5, 1,51. Ein kleines bisschen Schwankung, ist ein Gassystem, aber ist in Ordnung. Und das auch über das ganze Magazin durch. Also hier absolut keine Probleme. So, fangt ihr jetzt an und ballert in das Ding 0,3 Gramm Kugeln rein, ohne irgendwas am Endpass zu ändern. Fängt das Ding an zu schwanken wie Hölle. Bedeutet, mit 0,3 Gramm springt das Ding von der Energie zwischen 1,3 und 2,2 Joule. So viel Schwankung habt ihr drauf. Also hoch, runter, 1,5, 2,2, 2,0, 1,3, hupft, je nach BB oder je nach Schuss, schwankt das Ding unheimlich. So, und hier ist meine Theorie, dass die Lauflänge von 650 mm für die Gasmenge, die ausströmt, einfach zu lang ist. Bedeutet, euch langt das Gas, was rauskommt, gar nicht komplett aus, um die Kugel da komplett durch das lange Rohr einmal durchzudrücken. Jetzt denkt ihr euch, gut, dann machen wir das Endpass weiter auf. Ja, machen wir. Ist auch unbedingt nötig, bedeutet, sobald ihr höher geht wie 0,2, müsst ihr das Endpass-Auto schon mal weiter aufschrauben. Ansonsten langt euch das Gas einfach nicht aus und das Ding schwankt wie Sau. Also machen wir das Endpass weiter auf. Gebt mal 60% oder 65% mehr Gas aufs Rohr drauf oder auf dem Innenlauf. So, dann bekommt ihr zwar die Energie höher und ein kleines bisschen konstanter, jetzt nehmt ihr aber so viel Gas aus dem Magazin raus, dass das Ding sofort in den Cooldown reinfällt. Bedeutet, wenn ihr da anfangt zu schießen und das nicht irgendwie schnell triggern wie so ein Bekloppter, nein, ganz gemütlich, bam, dann zielt er wieder, bam, dann macht er genau 5 Schuss und das Magazin hat noch 10 Grad. Bedeutet, ihr zieht einfach durch das Gassystem und durch die Lauflänge zu viel Gas pro Schuss aus dem Ding raus. Da wenn ihr das Magazin voll ladet und es ist handwarm, vielleicht 20, 22 Grad, da gebt ihr 5 Schuss ab, dann hat das Magazin vielleicht noch 10 Grad. Nach einer Ladung mit 22 Schuss habt ihr dann noch 5 Grad Magazintemperatur und es bilden sich außenrum die Eiskristalle. Also hier
ein Kritikpunkt heute auch. Ich weiß nicht, ob es speziell bei meinem Modell irgendwie Probleme gibt, keine Ahnung. Aber hier geht mal davon aus, dass einfach ihr bei diesem Gassystem wie beim G3 auch unheimlich viel Gas benötigt pro Schuss und dementsprechend das Ding extrem cooldown anfällig ist. Oder sehr schnell Energie verliert, da das Magazin sofort eiskalt wird. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht wie beim Sturmgewehr, dass wenn ihr jetzt schnell triggert oder viele Schüsse hintereinander abgibt, das ist klar, das macht ihr beim PSG 1 nicht. Aber auch wenn ihr langsam feuert, ganz gemütlich, fällt das Ding sofort in den Cooldown rein. Da ihr einfach zu viel Gas aufgrund der Lauflänge und des Volumens von der Nozzle pro Schuss entnehmt. Dazu kommt auch noch, das spreche ich vielleicht beim Magazin nochmal an, durch diese Gasmenge, was ihr braucht, das Magazin fasst unheimlich viel Gas. Also das ist ein riesengroßer Gastank. Ich habe allein für die Chronotests, das waren 5 oder 6 Chronotests plus ein bisschen Schusstests, habe ich 1,5 Flaschen Gas benötigt. So viel Gas passt in dieses Magazin rein. Also verbrauchstechnisch nicht ganz ohne. Da könnt ihr am besten gleich aufs Spielfeld gleich 5 Gasflaschen mitnehmen, auf gut Deutsch. Nee, kommt natürlich darauf an, wie viel Schuss man abgibt, aber wie gesagt, ihr braucht so viel Gas bei dem Ding und vielleicht von der Gasmenge oder gerade dieses Gassystem für die Lauflänge nicht ganz perfekt. Dann sind wir ehrlich, 0,2, ja, ist ein Witz, warum soll ich in einem PSG 1 0,2 Gramm Kugeln verwenden? Das, wenn man dann hochgeht auf 0,2 oder vielleicht sogar 0,4, was natürlich perfekt wäre für so ein Gewehr, funktioniert es einfach nicht gut. Ihr braucht einfach zu viel Gas und ihr bekommt nie im Leben konstante Ergebnisse hin. Also hier leider 2 Probleme schon mal vorweg. Wie gesagt, Gasmenge finde ich kritisch. Cooldown oder Energieabgabe schwankt wie Hölle bei schweren BBs. Und eben das Problem hier vorne Passgenauigkeit von der Schraube oder von der Hop-Up-Kammer einmal innen drin. Bisschen schade. Gut, Leute, also, wie gesagt, schauen wir uns jetzt mal die Chrono-Ergebnisse an. Ich habe euch 0,2 wieder nachgekront, ich habe euch 0,3 natürlich nachgekront, ich habe euch Cooldown-Test gemacht, ich habe euch Kältetest gemacht und auch Chronotest mit unterschiedlichen Endpass-Einstellungen. Schusstest habe ich euch auch gemacht.
So Leute, Chrono, Schusstest haken wir ab. Bevor es weitergeht mit den allgemeinen Informationen, ergänzen wir noch kurz ein bisschen was nach dem Schusstest. Denn ich bin eigentlich davon ausgegangen, wir haben hier letztendlich vom Hop-Up-System dasselbe Flat-Hop-System drin wie beim G3 damals. Dementsprechend sollten von der Patchfläche her und vom Tensioner sollten eigentlich vom Magnus-Effekt oder von der Reibung problemlos 0,4 Gramm funktionieren. Also hatte ich in der Halle 0,4 Gramm dabei. Hat aber hinten und vorne nicht funktioniert. Also könnt ihr vergessen, aufgrund, wie gerade schon angesprochen, oder vor den Chronotests schon angesprochen, aufgrund vermutlich der starken Schwankung mit schweren BBs, da ihr einfach unheimlich schnell in den Cooldown reinfallt oder einfach für die Lauflänge mit schweren BBs zu wenig Gas rausbekommt. Dementsprechend hier 04 habt ihr komplett vergessen können. Ich hatte noch ein zweites Modell dabei, kommt dann irgendwann demnächst, wenn ich es veröffentlichen darf. Da habe ich zum Glück noch 03 dabei gehabt und die haben auch nicht gut funktioniert, aber deutlich besser. Also für ein Präzisionsgewehr würde ich sagen, Schusstest leider unter aller Sau. Vermutlich aufgrund eben dieser Schwankung oder der Lauflänge. Wie gesagt, ist meine Theorie, genau sagen kann ich es euch nicht. Aber das Ding war alles andere als präzise leider. Da hat eine stinknormale AEG mit einem 200 mm Lauf besser geschossen wie das PSG 1. Leider. Wie gesagt, vielleicht Montagsmodell, kann ich euch nicht genau sagen. Und das mit der Menge, das ist ein bisschen meine Theorie. Wenn ihr da genaueres wisst oder wenn ihr das Ding mal irgendwie präzise bekommt, mit schweren BBs natürlich, dann dürft ihr mich gern belehren und alles ins Kommentarfeld einmal reinschreiben. So Leute, was mir auch noch kurz aufgefallen ist oder was ich auch noch kurz ergänzen wollte, das habe ich gerade vergessen. Wenn ihr hier diese Schraube festzieht, passt auch übrigens das Magazin nicht mehr rein. Bedeutet, da müsst ihr knellen und machen und drücken, dass das Magazin wieder einrastet. Dementsprechend, wie gesagt, Schraube locker lassen vorne drin und dann rastet auch das Magazin sauber ein. So, jetzt kommen wir zu den allgemeinen Informationen. Wenn ihr das Ding auspackt, klar, sperrgut, ihr bekommt einen riesen Koffer, ihr bedankt euch beim Postboten, dass das an die Haustür geschleppt hat, das Ding. Packt's aus, fummelt's an und denkt euch, geil. Also gerade Leute wie der Bruce oder Sammler kommen hier voll auf ihre Kosten. Das Ding ist verarbeitungstechnisch und auch vom Material her, von den Externals, wieder perfekt. Also hervorragend umgesetzt, auch ich war wirklich sehr, sehr begeistert, wo ich es ausgepackt habe und angefummelt habe. Es gibt einen Punkt, der ist mir beim Auspacken oder schon beim ersten Befummeln ein bisschen aufgefallen. Das finde ich kritisch, weiß ich nicht, vielleicht ein Neutralpunkt. Und zwar der Griff ist nicht aus Holz, sondern er ist bloß aus Plastik. Bedeutet, wenn du da ein bisschen kratzt, ist halt ein Plastikgriff, kein Holzgriff. Finde ich ein kleines bisschen schade. Auch für 800 €, wie gesagt, wäre vielleicht ein Holzgriff drin gewesen. Das ist aber das einzigste von den Externals, wo ich sage, hier kann man vielleicht ein bisschen kritisch sehen. Wie gesagt, er ist nicht schlecht, er ist von der Verarbeitung super, er ist auch von der Haptik gut. Bedeutet, er ist richtig schön einmal strukturiert oder texturiert, wir schauen später nochmal ein, aber es ist halt Plaste. Plaste mit Holzoptik. Schade, kleines bisschen schade. So, dann noch zwei Punkte, die wir direkt gleich ansprechen können. Ihr seht vielleicht den hinteren Pin, der ist ein bisschen rausgekommen gerade schon, da ist er. Der ist extrem locker, wie beim G3 auch. Bedeutet, der wird gar nicht richtig sauber hier hinten drin gehalten. Also wenn er ein bisschen drückt, zack, flutscht der sofort raus. Also der vordere hält perfekt. Also der hält sehr, sehr straff hier hinten drin. Der zweite, der ist unter aller Sau. So, dann können wir, wenn wir gerade schon über diesen lockeren Pin sprechen, können wir auch einmal den Schaft gleich mal ansprechen. Der ist zunächst mal komplett aus Polyamid-Kunststoff. Extrem schwer, Vollmaterial, von der Qualität her hervorragend, richtig schön sauber, schöne Struktur drin. Wie gesagt, mega robustes Teil. Und hier könnt ihr natürlich die Wangenauflage einstellen, wie auch die Schaftkappe hinten einstellen. Hier habt ihr beim PSG 1 einmal diese große Schraube einmal drin, das ist diese hier. Auch diese wird wie der hintere Pin leider nur sehr, sehr leicht gehalten. Bedeutet, die könnt ihr ganz easy mit dem Fingerchen einmal rausziehen. Auch wenn er sich hier unten einmal reinsteckt bei der Schaftkappe. Wie gesagt, die sitzt, oder da könnte diese Feder, was da integriert ist, um den zu sichern, der müsste ein bisschen straffer sein. Das sitzt einfach ein kleines bisschen zu locker. Da wenn ein bisschen ein Schlag drauf kommt, kann es passieren, dass euch das Ding einfach einmal rausfloppt. Denn wie gesagt, wirklich festhalten tut das Ding da hinten drin nicht wirklich. Also hier vielleicht aufpassen, dass er nicht verliert. Diese fette Schraube braucht ihr natürlich einmal, um eure Wangenauflage einzustellen und eure Schaftkappe einzustellen. Bedeutet, ihr habt hier einen Vierkant drin, also kein Sechskant, ihr könnt keinen Inbus verwenden, sondern ihr braucht diese Schraube mit dem Vierkant. So, und dann könnt ihr quasi einmal hier reingehen, zack, dann schraubt ihr das Ganze einmal auf. Wartet mal, das ist gut festgeschraubt, Sekunde. Oh, so, jetzt da. Gut, einmal lösen und dann seht ihr, kommt die Springbacke, kommt einmal hoch. Und jetzt könnt ihr das Ding halt einmal in der Höhe einstellen, wo ihr sie hinhaben wollt. Wie gesagt, stellt ihr ein und dann schraubt ihr das Ding einfach wieder fest.
Und hier, wenn das ein bisschen angezogen ist, die hält wunderbar. Also die springt nicht hoch, auch wenn ihr der Wange auflegt oder schießt, die verstellt sich null. Hinten die Schaftkappe könnt ihr ebenfalls über ein großes Gewinde einstellen. Und hier muss ich aber sagen, das hält, ich weiß nicht, ob es beim Original auch so ist, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Aber die hält nicht gut. Also wenn man das jetzt zum Beispiel, die ist jetzt übrigens festgeschraubt, die Schaftkappe hinten. Die ist zugeknellt. So, jetzt passt auf. Auch wenn ich die Schraube zugezogen habe, kann ich das ganz einfach, die Schaftkappe hier hinten einmal rausschrauben. Also auch wenn ihr mit aller Gewalt das Ding zuknellt, diese Schraube, hält die Schaftkappe oder lässt sich die Schaftkappe hier hinten ganz einfach, ganz easy einmal drehen. Also richtig fest arretieren lässt sich diese anscheinend irgendwie nicht wirklich. Für mich ist das Ding eh viel zu groß, dementsprechend schraube ich das Ding einfach wieder einmal rein. Okay, so, ansonsten, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr das Ding auspackt, natürlich VFC, Mensch, SG3 war schon geil und auch das PSG 1 ist eine schöne Waffe, ist toll nachempfunden. Klar, wir haben, wie gesagt, ein fetter Vollmantel, Alu-Rohr, habt ihr gerade schon gesehen. Auch der Vorderschaft ist aus Polyamid-Kunststoff, sitzt alles wieder hervorragend dran. Und natürlich einen richtig schönen, nachgebildeten Stahlreceiver. Also hier kein Alu genommen, kein Zink oder so genommen, nein, ihr habt komplett von hier vorne bis hier hinten alles komplett aus Stahlblech. Dementsprechend, das Gewicht ist geil, 5200 Gramm waren es, glaube ich, ohne Optik drauf, schön schwer, schönes Material, Stahl, fühlt sich geil an von der Haptik her und die Passgenauigkeit hier soweit passt auch alles. Und dementsprechend, wie gesagt, es ist ein bisschen schade, finde ich heute, so ein schönes Modell, aber das Gassystem passt irgendwie nicht zu der Waffe, finde ich. Kleines bisschen schade. Okay Leute, so, dann können wir mal ganz kurz das System mal ganz kurz ansprechen. Bedeutet, wir repetieren einfach einmal durch, schalten das Ding einmal auf semi-automatisch, geht natürlich nur vom Schützen aus auf der rechten Seite, ist klar, ist ein PSG 1. Und hier muss man auch vielleicht ein bisschen beachten, wartet, ich zeige euch mal was, ihr dürft mal ein bisschen lachen. Ich nehme sie mal in Anschlag rein. der Schlumpf mit dem PSG 1. Hier kommt man an den Feuerwahlhebel mit kleineren Händen auch ja, gerade so hin. Also bei mir langt es gerade so, dass ich das Ding umschalten kann. Noch ein bisschen kleinere Hände, dann könnt ihr es vergessen. Also geht gerade so. So, jetzt da vom Gassystem. Jetzt muss ich noch mal kurz zurückkommen auf das Problem mit der Lauflänge und schweren BBs. Jetzt könnte man davon ausgehen, gut, vielleicht ist die Waffe ja von VFC für andere Temperaturen ausgelegt. Ich meine, es kommt ja immer vor oder häufig vor, dass Hersteller ihre Waffen bei 28 Grad entwickeln oder 30 Grad entwickeln. Dann kommt es nach Deutschland, dann funktioniert das Ding halt bei 20 oder bei 15 Grad nicht mehr gut, da wir einfach zu wenig Gasdruck aufbauen aufgrund der Temperatur. Also dachte ich mir, gut, habe ich auch nochmal getestet. Ich habe das Magazin voll gemacht, habe es auf die Heizung gelegt, auf 2,5 gestellt und habe dann so lange das Magazin liegen lassen, bis es mit dem Temperaturfühler auf 28 Grad erwärmt war, mit Gas innen drin. Weil ich dachte, gut, vielleicht läuft das Ding einfach mit mehr Gasdruck einfach besser, damit wir einfach ein starkes Gas brauchen. Könnt ihr auch vergessen, denn dann spritzt euch die ersten 10 bis 15 Schuss, spritzt euch ein seitliches Gas raus. Also auch mit einem hohen Gasdruck hat das System leider ein paar kleine Probleme, muss man sagen. Dichtet also dann nicht mehr sauber ab. So, jetzt schauen wir es uns, wie gesagt, einfach mal an. So, der Abzug ist übrigens schön, ist jetzt auch aus Stahl gefertigt, schauen wir uns später an. Da habt ihr hier diese Kunststoffauflage für den Abzugsfinger, das könnt ihr auch in der Höhe einmal einstellen. Hier müsst ihr bloß schauen, dass ihr die Schraube wirklich gut ordentlich zuknellt, denn wenn ihr da ein bisschen zu behutsam seid, dann löst sich das Ding jedes Mal. Kommt man auch ein bisschen schlecht hin zum Festmachen. Wie gesagt, mit dem Kugelinbus geht es einigermaßen dann richtig ordentlich zuknellen. Ansonsten rutscht das Ding jedes Mal wieder runter. So, also schauen wir uns einfach mal an. Ich laber heute schon wieder viel zu viel. Geben wir mal ein paar Schuss ab. Also geil ist das Ding schon, ne? Also wie gesagt, hier das System, ja, es läuft gut. Es ist ein bisschen träge. Wir haben hier vorne, wir nehmen quasi mit dem Verschluss hier vorne dieses ganze Gasrohr da mit da innen drin oder dieses Gasrohr einfach mit nach hinten oder diesen, wie nenne ich denn das oder wie heißt denn das Ding? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir halt das ganze Ding hier einmal mit hinter und dementsprechend kommt nicht nur die Masse vom Verschluss quasi drauf, sondern wir müssen ebenfalls dieses ganze Stahlröhrchen da ebenfalls mit hinternehmen. Und dementsprechend, ihr habt es vielleicht gerade gemerkt, am Anfang, das Ding ist erstens mal laut, es bumst richtig ordentlich, aber wenn ihr da ein paar Mal feuert und das Magazin wird extrem schnell kalt, oh, jetzt ist auch schon vielleicht noch, keine Ahnung, 10 Grad, dann merkt ihr aber auch, dass das System immer ein kleines bisschen langsamer wird. Ich kann das Spiel einfach mal ein bisschen weitermachen.
Merkt ihr was? Das System wird immer langsamer. Gut, es war jetzt relativ schnell gefeuert. Klar, keiner wird so spielen, ihr schießt ein bisschen langsamer. Aber jetzt merkt man schon, wie das System einfach anfängt, träge zu werden. Denn jetzt ist das Magazin vielleicht noch, keine Ahnung, 10 Grad, 5 Grad, es ist eiskalt und das Magazin war auch komplett randvoll. Also da könnt ihr ruhig mal 20 Sekunden lang die Gasflasche aufsetzen, bis das ganze Ding komplett vollgefüllt ist. Kleines bisschen schade, wie gesagt, fällt unheimlich schnell in den Cooldown rein und auch das System an sich, wenn ihr genug Druck da habt und wenn das Magazin warm ist, dann läuft das Ding brachial. Das Ding kickt, das Ding ist laut, macht mega Spaß. Aber der Spaß hält halt nicht lange an, da wie gesagt, das Magazin wird unheimlich schnell kalt und das System wird immer ein bisschen langsamer, noch ein bisschen langsamer. Und man merkt einfach, dass das Ding einfach extrem Cooldown anfällig ist. Leider. Gut, Leute. Habe ich, glaube ich, soweit alles angesprochen. Dann können wir uns noch kurz anschauen, wie wir das Hop-Up einstellen. Das habt ihr gerade schon gesehen. Da brauche ich mal kurz meinen Schlitzschraubendreher nochmal. Habt ihr vorhin schon ganz kurz gesehen am Anfang. Ihr könnt hier ganz normal vorne, habt ihr so eine Schlitzschraube drin. Und ihr müsst auch nicht über ein Gewinde aufschrauben, sondern da dreht ihr einfach diese Schlitzschraube. Ich sehe nichts, Moment. Da dreht ihr einfach diese Schlitzschraube um ca. 45 Grad einmal rum. Dann kommt die raus. Die ist also hier vorne gefedert. Und dann könnt ihr einfach den gesamten Vorderschaft nach vorne abziehen. Und das ist von VFC geil gelöst. Wie gesagt, hervorragend. So, und dann habt ihr hier einmal, wie beim G3 auch, euer Hop-Up-Einstellrädchen. Ist aus Kunststoff gefertigt und das Ganze über Klicks. Das zeige ich euch später bei den Internals nochmal im Detail. Aber das funktioniert hervorragend. Das heißt, ihr könnt hier ganz leicht und sauber einmal euren Hop einstellen. Aber wie gesagt, ist die Schraube festgezogen, geht es leichtgängiger. Jetzt ist sie locker, jetzt müsst ihr halt mit ein bisschen Gewalt vorgehen. Aber es funktioniert. Und wie gesagt, auch das Hop-Up-System selbst, der Flat-Hop, würde von der Theorie her mit schweren Kugeln problemlos zurechtkommen. Aufgrund der Gasmenge oder der Schwankungen funktioniert es aber leider nicht. Okay, also wie gesagt, hier könnt ihr das einstellen, ist auch im Vergleich zum G3 jetzt relativ flach und gerändelt. Das G3 hatte noch so eine Art Flügelschraube, glaube ich, dran. Also würde ein bisschen geändert vom System selbst her, ist es aber gleich geblieben. So, jetzt haben wir aber alles, oder? Gut, den Rest schauen wir uns dann später bei den Internals an und natürlich einmal jetzt dann bei der Verarbeitungsqualität ebenfalls nochmal. Sprechen wir aber zunächst einmal über das G3-Magazin nochmal. Also Leute, noch kurz, Thema Magazin könnte ich mir rein theoretisch eigentlich sparen, denn letztendlich ist es exakt 1:1 dasselbe Magazin wie damals im VFC G3. Also logisch, klar, exakt 1:1 dasselbe Magazin und auch vom Gassystem hat sich, wie schon angesprochen, nichts geändert. Also ein ganz normales G3-System innen drin. Ich möchte dennoch ganz kurz nochmal auf das Magazin eingehen für Leute, die das Review zum G3 damals nicht gesehen haben. Das Magazin an sich ist von der Qualität her sehr, sehr gut, muss man sagen. Ist außenrum komplett aus Aluminium gefertigt, kein Stahlblech. Nur die untere Bodenplatte ist ja einmal aus Stahlblech gefertigt. Der Rest, der innere Bereich oder der gesamte obere Bereich ist ja einmal aus Polyamid-Kunststoff, wie auch einmal die Magazinlippen vorne dran. Die Abdichtung vom Rotor zur Nozzle ist flach gewählt. Es ist ein sehr, sehr großer Durchgang. Bedeutet, wir können viel Gas entnehmen. Brauchen wir auch, wie schon angesprochen. Hier ist die Abdichtung bei 20 Grad mit dem Protec-Gas oder auch bei 22 Grad ist hervorragend. Natürlich, das Magazin wird eiskalt, dann dichtet es sauber ab. Wie aber auch schon angesprochen, wird es zu warm und man macht das Magazin komplett voll, dann spritzt es dann bei den ersten 10 Schuss ungefähr. Seht ihr immer, dass hier einfach es Gas seitlich aus dem Verschluss einmal rausspritzt. Also bei zu hohem Druck ist die Abdichtung nicht mehr zu 100% gewährleistet. Das Magazin an sich ist trotzdem nicht verkehrt. So, ihr bekommt maximal 22 Mumpelreihen plus 1 Hop-Up-Kammer. Also 22 Schuss und da ist im Lieferumfang der Speedloader dabei. Das Ganze wird von oben beladen und nicht von vorne. Ihr könnt aber auch Speedloader verwenden mit einem GBB-Aufsatz, was von vorne beladen wird. Quasi der das Ganze dann im Winkel nach unten drückt. Funktioniert letztendlich auch. Es geht ein kleines bisschen straff, bedeutet, ihr müsst die BBs relativ stark reinpressen, da die Lippen oben eben ein bisschen auseinandergebogen werden beim Beladen. So, ein kleiner Punkt, Kosten natürlich relativ hoch wieder. 70 € für ein Ersatzmagazin. Bei Airsoft2Go sind sie aktuell jetzt im Angebot. Wir haben jetzt Anfang Februar, kosten sie 60 €, also ein Zehner günstiger. Ist natürlich nicht billig, im Gegenteil, ist relativ teuer für ein Magazin. Ich habe es euch schon mal gesagt, so eine Fertigung, gut, die Formen kosten einmalig Geld und dann ist da eigentlich materialtechnisch, entstehen da keine Kosten mehr oder relativ wenig Kosten. Es ist auch ein bisschen schade, dass man sich mittlerweile ein kleines bisschen daran gewöhnt hat, muss ich sagen, dass die Magazine so viel Geld kosten, dass man das einfach so hinnimmt. Wie gesagt, da hätten 40 € oder 45 € hätten da auch gelangt für ein Magazin.
So, Magazin geht übrigens sauber rein. Wir haben aber exakt dasselbe Problem wie beim G3. Bedeutet, der Magazinhalter im inneren Bereich hat immer noch diese Kante dran, diese 90-Grad-Kante aus Stahl. Der ist aus Stahl übrigens gefertigt. Und die steht ein bisschen zu weit raus. Und wenn ihr das Magazin einlegt und hinterdrückt, dann geht es am Anfang relativ straff, denn ihr reibt mit dieser Kante hier hinten diesen Polyamid-Kunststoff kaputt. Ich weiß, man kann es schlecht erkennen, vielleicht blende ich nochmal eine Nahaufnahme oder so ein. Da seht ihr, dass einfach der gesamte Kunststoff hier hinten abgerieben oder abgenutzt wird. Sobald das Material unten ist und abgerieben ist, geht es ein bisschen leichter rein. Wie gesagt, Passgenauigkeit wurde nichts verbessert. Ich habe es euch damals auch gesagt, was mich auch ein kleines bisschen stört. Ihr habt auch hier bei diesem Magazin diese Bolt-Stop-Funktion. Bedeutet, das seht ihr hier hinten, das ist letztendlich so ein verlängerter Firing-Pin einmal innen drin, wo der Haupt-Firing-Pin einmal draufschlägt. Wenn jetzt die letzte Kugel rausgeht, rutscht der auf die Seite rüber, dieser Hebel, und die Waffe schlägt nicht mehr ab. Also hört auf zu schießen, logischerweise, wenn es Mag leer ist. Das könnt ihr natürlich wieder deaktivieren, indem ihr einfach da Hebel rüber drückt. Quasi einmal so, dann den Hebel rüberdrückt und hier oben den Schalter umlegt. Das wird letztendlich in der Anleitung auch nochmal erklärt. Und dann könnt ihr auch trocken feuern, ohne BBs einmal drin. Das habe ich euch damals aber auch gesagt, was ich ein bisschen schade finde, weil man es immer wieder ein bisschen vergisst. Wenn ihr jetzt das Magazin oder wenn das Magazin jetzt leer ist und ihr ladet nach, also macht wieder Kugeln rein, dann müsst ihr, wenn ihr mit dieser Bolt-Stop-Funktion arbeitet, müsst ihr jedes Mal diesen verlängerten Hebel hier hinten, müsst ihr wieder rüberdrücken. Der arretiert also von alleine, rutscht der nicht mehr in die Mitte rein. Und wenn ihr das vergesst, dann zieht ihr das Ding aus der Pouch rein, legt es ein, drückt ab, plopp, passiert nichts. Dann müsst ihr jedes Mal wieder rausnehmen, dann müsst ihr ohne Magazin wieder einmal durchladen, dass der Hammer wieder gespannt ist, dann müsst ihr den Hebel umlegen, Magazin wieder rein, dann kann es weitergehen. Wie gesagt, dementsprechend vielleicht die Bolt-Stop-Funktion eventuell deaktivieren. Denn wie gesagt, da denkt man nicht immer dran, dass man hier eben den Hebel wieder mittig drückt. Kleines bisschen schade. Okay, wie gesagt, die Kosten sind relativ hoch, das haben wir schon gesagt. Jetzt muss ich auf meinen Spickzettel gucken, denn jetzt kommen wir mal zu den Werten, was die Effizienz angeht. Ich habe es euch schon gesagt, SG3 oder auch das PSG 1 verbraucht unheimlich viel Gas, und gerade wenn man auf 0,3er geht, mehr würde ich sowieso nicht machen, was Schwachsinn ist, braucht ihr unheimlich viel Gas pro Schuss, und dementsprechend ist die Effizienz noch schlechter wie beim G3 eigentlich. SG3 war schon von der Effizienz relativ schlecht und auch sehr cooldown-anfällig. Beim PSG 1 ist es nochmal ein kleines bisschen schlechter, da wir einfach mehr Gas für die Lauflänge benötigen. So, hier noch ein kleiner Punkt, und zwar habe ich verschiedene NPAS-Einstellungen ebenfalls getestet. Bedeutet, lasst mich mal kurz angucken, wenn ihr die Waffe bekommt, standardmäßig ist das NPAS auf 50% eingestellt und das langt euch von der Gasmenge für 0,2 Gramm. Dann bekommt ihr maximal aus einem Magazin 72 Schuss raus. Das ist sehr, sehr gut, es wird eiskalt, es friert euch ein, aber ihr bekommt 72 Schuss raus. Wenn ihr jetzt das NPAS ein bisschen hochschraubt, damit zum Beispiel 0,3, 0,32 oder vielleicht sogar 0,36 durchgedrückt werden, dann müsst ihr das NPAS auf ca. 70% bis 80% stellen, also relativ weit aufmachen. Und dann bekommt ihr nur noch 41 Schuss raus und die Energie schwankt wie Hölle. Bedeutet, Energie baut ab von 3,2 auf 2 Joule, 1,9 Joule, fällt also pro Schuss konstant immer weiter ab. So, wenn ihr jetzt sagt, gut, ich habe aber nur ein Feld, wo ich vielleicht bloß 1 Joule spiele oder sowas mit dem PSG 1, warum auch immer, dann bekommt ihr relativ viel Schuss raus, denn da braucht ihr einfach weniger Gas. Da liegen wir dann bei einer Einstellung von 0,4 bis 0,9 Joule liegen wir bei 117 Schuss. Also das ist dann sehr, sehr gut. Aber sind wir ehrlich, wer spielt ein PSG 1 mit 1 Joule? Alle mal hier schreien? Nein, Quatsch, ist Blödsinn. Und wie gesagt, Standardeinstellung langt nicht für 0,3 Gramm aus. 0,2 würde ich eh nicht in dem Ding schießen. Dementsprechend leider extrem cooldown-anfällig, und auch die Gaseffizienz, muss man sagen, aufgrund des riesengroßen Magazins wieder sehr, sehr schlecht. Habe ich euch auch vorhin gesagt, das Magazin ist wirklich riesig und es ist auch komplett offen. Also ihr habt einen Monster-Gastank innen drin mit ein bisschen Chronotests. Ja, keine Ahnung, eine Gasflasche langt euch vielleicht für 8, 9 Magazine, dann ist die Gasflasche leer mit 800 Milliliter. Da geht richtig ordentlich einmal rein in die Dinger. Gut Leute, das soll es zum Thema Magazin ebenfalls gewesen sein. Dann geht es weiter mit der Verarbeitungsqualität und der Passgenauigkeit. Also Leute, schauen wir uns Verarbeitungsqualität, Passgenauigkeit und die Materialien einmal im Detail an. Und ihr seht, ich kann heute nicht ganz so dahin zoomen. Hallo, hi, grüßt euch. Da wir doch relativ viel aufs Bild einmal drauf bekommen müssen bei dem Riesenklopper. Fangen wir im vorderen Bereich an. Wir haben, wie vorhin schon angesprochen, hier unser Outer ist letztendlich ein Vollmantel Aluminiumrohr, was bis hinten komplett einteilig durchgeht und im hinteren Bereich über ein relativ dünnes Gewinde mit der Hop-Up-Kammer verschraubt ist.
wird dann im inneren Bereich, das zeige ich euch dann gleich, letztendlich nur über so einen Kunststoffhalter einmal ja, arretiert oder gehalten. Obwohl es relativ lang ist, habt ihr aber jetzt hier kein großartiges Schwabbeln oder sowas einmal drauf. Bedeutet ja, ihr könnt es vielleicht 1,5 mm ein bisschen hin und her drücken. Aber das ist für die Länge vollkommen in Ordnung. Also dementsprechend hier komplett Alu, natürlich voll, nicht irgendwie hohl innen drin, schön schwer das Ganze und auch von der Qualität her in Ordnung. So, dann haben wir hier einmal den gesamten Vorderschaft. Dieser ist aus Polyamid mit Kunststoff gefertigt, sitzt hervorragend dran, wird auch sauber arretiert. Bedeutet, ihr könnt hier nicht irgendwie das Ding riesen, ja, großartig rumschwabbeln. Ein bisschen Spiel ist drauf, minimalst, aber das war es auch schon. Vor und zurück, 0, wird also richtig schön einmal sauber arretiert. Die Arretierung ist hier im vorderen Bereich, da habt ihr eine richtig fette Schlitzschraube drin. Das Ganze nicht über ein Gewinde, wie vorhin schon mal gesagt, sondern es ist ja, so eine Schnellarretierung. Bedeutet, diese Schraube oder ja, dieses Fixierungsteil ist letztendlich gefedert mit einem Schlitz einmal drin. Geht ihr mit dem Schraubendreher rein, dann dreht ihr das Ganze um ca. 45 Grad oder 90 Grad eher. Dreht ihr es einmal rum, dann kommt die Schraube hier vorne bereits einmal raus. Die ist natürlich aus Stahl gefertigt. Seht ihr, die ist hier einmal gefedert. Und sobald ihr diese gelöst habt, könnt ihr den gesamten Vorderschaft ganz einfach einmal nach vorne abziehen. Und somit eben auch einmal euer Hop-Up einstellen. So, wie jetzt gerade schon gesehen, jetzt habt ihr hier einmal diese Arretierung dran. Die ist, wie gesagt, diese ist einmal aus Kunststoff gefertigt, wo quasi euer Aluminiumrohr oder euer Outer einmal drin gehalten wird. Und dann letztendlich nur noch hier hinten drin, das kann ich euch vielleicht mal ganz kurz in der Nahaufnahme gleich mal zeigen. Später gibt es natürlich noch eine Demontage, aber das ist letztendlich nur hier hinten dann in der Hop-Up-Kammer einmal verschraubt, das ganze Ding. Wenn wir das Teil jetzt einmal umdrehen, finden wir wie beim G3 natürlich auch einmal im vorderen Bereich vom Schützen aus links einmal unseren Spannhebel vor. Auch wie beim G3 ist dieser komplett aus Stahl gefertigt mit einem relativ harten Gummiüberzug hier einmal drauf. Wie auch beim G3, ich denke mal, das ist auch beim Originalen der Fall, hier ein kleines bisschen Spiel einmal in der Führung vorhanden oder kann hier halt ein kleines bisschen schwabbeln. Was mir auch aufgefallen ist, und das weiß ich jetzt nicht, ob man das im Video erkennen kann, dieses Rohr, wo quasi der Spannhebel jetzt hier einmal drin läuft, ist hier oben von der Führung hier vorne ein kleines bisschen verdrückt. Also minimal. Es geht hier, klafft hier ein kleines bisschen auseinander. Also wenn man einen Abstand mal misst, hier im vorderen Bereich oder auch hier im hinteren Bereich, geht es hier ein kleines bisschen auseinander. Das könnte vielleicht sein, wenn man hier mit zu viel Kraft wirkt oder viel rumhantiert am Spannhebel, dass eventuell das Material hier ein kleines bisschen auseinander geht. Kann man, wie gesagt, kann man absolut nicht kritisieren und der ganze Spannhebel eben einmal aus Stahl gefertigt. Eine kleine Besonderheit beim PSG 1 natürlich, wenn wir das Ding jetzt einmal von unten anschauen, haben wir natürlich im vorderen Bereich des Vorderschaftes eine einstellbare Aufnahme fürs Zweibein. Seht ihr hier unten einmal, da ist die Aufnahme und das könnt ihr hier auf dieser Schiene, welche übrigens aus Aluminium gefertigt ist, einmal euer Zweibein in der Länge dann quasi einstellen oder halt entsprechend verschieben, wo ihr das Zweibein eben dran haben möchtet. Dann kommen wir eigentlich zum Hauptmerkmal von dem PSG 1 und das ist auch wieder von VFC dieses wunderschön gefertigte Gehäuse. Bedeutet einmal der Upper- oder oberes Gehäuse zusammen mit dem Griffstück einmal unten dran. Auch hier verwendet VFC wie bei der GBB vom G3 auch komplett einmal Stahl. Also ihr findet hier komplett einmal Stahlblech vor. Es ist alles wunderbar miteinander verschweißt. Also auch die Schweißnähte sind richtig sauber. Es ist sehr solide und es fühlt sich einfach mega geil an, sind wir ehrlich. Also hier einfach vom Gehäuse von VFC einfach wieder perfekt umgesetzt. Das ist schon wirklich hervorragendes Teil. Mir ist ein kleiner Punkt aufgefallen und das kann ich euch aber nicht sagen, ob das beim Original vielleicht auch der Fall ist. Wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus. Aber wenn ihr hier jetzt mal anschaut beim Magazinschacht dahinter, zwischen dem Griffstück unten oder dem Lower quasi mit der Abzugsgruppe innen drin und dem Magazinschaft vorne, hier ist ein Spalt dazwischen von ca. 3 mm. Bedeutet, wenn ihr da reinschaut, da seht ihr innen drin quasi einmal euren Disconnector von der Abzugsgruppe. Wie gesagt, ich weiß nicht, das könnte vielleicht beim Originalen auch so sein. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Was auch wieder sehr schön ist, vom Schützen aus links einmal die Markings drauf, HK-Logo, Seriennummer, wieder sehr schön gemacht. Und hier wieder so ein kleiner Aufkleber von Umarex, könnt ihr natürlich runter machen, einmal die maximale Energie. So, auch die gesamte Gehäusehälften, beziehungsweise wenn ihr den Lower über den Pin hinten arretiert, einmal hier und hier, dann sitzt das Ganze wieder hervorragend dran. Also auch hier kein Spiel drin oder kein Schwabbeln einmal drin, sondern die Pins rein und dann gibt es eine saubere, feste Stahlblecheinheit. So wünscht man sich das. Also hier wirklich traumhaft umgesetzt von VFC, einfach wieder hervorragend, muss man sagen.
Der Feuerwahlhebel nur vom Schützen aus auf der linken Seite natürlich beim PSG 1 und ist, wie vorhin schon angesprochen, wenn er ein bisschen kleine Hände hat, ein bisschen, ja, seht, also ich komme auch gerade nur mit der Spitze einmal hin, um diesen betätigen zu können. Läuft auch relativ, wo ist er? Ich sehe nichts, hier ist er. Einmal hier läuft auch relativ straff das Ganze, also braucht er schon ein bisschen mehr Kraft, um diesen umlegen zu können. Läuft also ein bisschen, ja, läuft ein bisschen straff. Ich denke mal, wenn sich das Ding ein bisschen eingearbeitet hat, nach 1000 Schuss oder so, mein Gott, dann wird er ein kleines bisschen leichtgängiger. Und ansonsten von der Qualität her ebenfalls tipptopp und lässt sich sauber einstellen. Der Abzugsbügel natürlich auch einmal komplett Stahlblech gefertigt. Der Abzug selbst dann aus Stahl. Sprechen wir bei den Internals gleich dann nochmal durch. Und dann, wie vorhin schon angesprochen, jetzt habt ihr hier für den Abzugsfinger einmal diese Auflage drauf oder diesen Aufsatz auf dem Abzug. Ist letztendlich über diese eine Schraube hier einmal befestigt am Abzug selbst und könnt ihr entsprechend in der Höhe ein kleines bisschen einstellen. Es ist nur ein bisschen schwer, ja, die Schraube zu lösen und wieder festzuschrauben. Müsst ihr auch gut festziehen, ansonsten löst sich das Teil relativ schnell. Und dann fällt es euch einfach einmal runter und liegt hier unten einmal drin. Wenn wir das Teil mal umdrehen und uns das Teil vom Schützenhaus auf der rechten Seite anschauen, auch hier einmal der Forward Assist müsste es sein. Auch hier das Ganze auf jeden Fall aus Stahl gefertigt, sauber verschweißt und auch der Knopf an sich ist nicht aus Aluminium, sondern dieser ist ebenfalls komplett aus Stahl gefertigt. Auch aus Stahl ist die obere Aufnahme für die Pick-Rail, bedeutet diese beiden Blöcke, welche sauber verschweißt sind und schön gerade verschweißt sind. Also hier nicht irgendwie verdreht im Winkel, ganz leicht versetzt oder so, nix. 100% sauber ausgerichtet das Ganze, schön fest verschweißt und letztendlich die Pick-Rail oben ist Standard aus Aluminium dann wieder gefertigt. Wird dann letztendlich hier unten über zwei Schrauben einmal mit diesen zwei Stahlblöcken einmal verschraubt. Gut, dann seht ihr hier im inneren Bereich einmal euren Verschlussträger oder euren Verschluss, wenn ihr das so nennen wollt. Hier haben wir das ganze Teil aus Aluminium gefertigt. Das seht ihr dann bei den Internals später nochmal im Detail. Und hier muss man sagen, wenn man jetzt das PSG 1 durchlädt, entsteht doch vom System selbst her ein kleines bisschen, ja, viel Reibung. Das kann ich euch jetzt schlecht demonstrieren, aber vielleicht hört man es ein bisschen übers Mikrofon, wenn ich jetzt mal ein paar Mal durchlade. Also es reibt ein bisschen, es hakt ein kleines bisschen. Das seht ihr dann auch bei den Internals oder bei der Demontage, dass hier schon im inneren Bereich an den führenden Teilen ein bisschen Abrieb vorhanden ist. Wirklich kritisieren, weiß ich nicht, ob ich es muss. Ich glaube es eher nicht. Dann können wir gleich mit dem hinteren Übergang weitermachen. Da habt ihr ja letztendlich diese Arretierung oder diese Aufnahme hier aus Stahl gefertigt, was letztendlich Upper, Lower und auch den Schaft miteinander fixiert oder arretiert und dann diese beiden Pins drin, welche ebenfalls aus Stahl sind. Jetzt habe ich euch vorhin schon mal gesagt, der hintere Pin, der wird leider gar nicht gut gehalten. Also der schwabbelt da innen drin rum und kann auch mit ganz, ganz wenig Kraft ganz easy einmal rausfallen oder rausgezogen werden. Bedeutet, letztendlich wird das ganze Zeug nur über den vorderen Pin wirklich fixiert oder gehalten. Bedeutet, die ganze Belastung von den ganzen Bauteilen kommt letztendlich nur auf diesen Pin hier. Ist jetzt an sich nichts Schlimmes, was mir aber allerdings aufgefallen ist, dass wir hier, obwohl es relativ passgenau gefertigt ist, aber dennoch ein bisschen Spiel drauf haben. Bedeutet, wenn man den ganzen Schaft mal ein bisschen hin und her bewegt, seht ihr, dass wir hier ungefähr so 2 mm ein bisschen Luft einmal drin haben. Wie gesagt, es ist nichts Kritisches, es stört auch nicht weiter. Ich wollte es euch einfach einmal demonstrieren, dass hier ein bisschen Spiel vorhanden ist. Dann lasst uns einmal in dieser Aufnahme über den Abzug, über den Griff und auch über den Magazinhalter sprechen. Zunächst mal klar, Magazinhalter kommt mal relativ schwer hin und auch der Magazinhalter ist wie beim G3 aus Stahl gefertigt. Er ist, wie vorhin schon mal angesprochen, das kann ich euch vielleicht mal jetzt hier mal kurz zeigen, wenn wir das Magazin mal rausnehmen. Habe ich euch ja schon angesprochen, dass ihr auch hier im inneren Bereich von diesem Stahlmagazinhalter so eine kleine Kante innen drin habt und entsprechend das Magazin am Anfang hier hinten ein bisschen, wartet mal, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen erkennen, hier ein bisschen Abrieb entsteht. Also da reibt ihr quasi den Kunststoff im hinteren Bereich ein bisschen kaputt vom Magazin und wenn der mal eingerieben ist oder abgerieben ist, dann flutschen die Magazine ein kleines bisschen leichter. Aber auch hier von VF10 nicht irgendwie zum G3, ja, von der Passgenauigkeit vielleicht verbessert.
Gut, dann Griffstück, wie vorhin schon angesprochen. Ein bisschen schade, ist hier leider nicht aus Holz, sondern nur aus Plastik gefertigt. Er fühlt sich jetzt von der Haptik her nicht verkehrt an. Also er ist nicht komplett daneben. Er ist schön strukturiert von der Oberfläche her. Auch die Nachbildung ist sehr schön gelungen bei VFC. Aber wenn man ein bisschen dran rumkratzt, ja, es ist einfach Plastik. Er hört sich ein bisschen schepprig an, er hört sich ein bisschen hohl an. Wie gesagt, ob da keiner aus Holz ja, möglich gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht. Wäre einfach ein bisschen schöner gewesen, gerade für den Preis vielleicht. Aber wie gesagt, die Haptik ist einwandpfiffig. Auch die untere Abdeckung hier dran oder diese Auflage ist ebenfalls komplett aus Polyamid oder aus Kunststoff gefertigt. Und hier müsste auch relativ straff zudrehen. Bedeutet, auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr so eine lange Schraube. Seht ihr, die kommt hier einmal raus. Die ist auch standardmäßig von VFC schon brutal festgezogen, denn hier passt die Passgenauigkeit nicht ganz von diesen beiden Hälften. Bedeutet, wenn ihr das nur ganz leicht festzieht, dann klaffen die ein bisschen auseinander, die Hälften. Müsst also mit viel Gewalt zudrehen, damit quasi diese Naht oder wo das Ding zusammenläuft, damit es wieder sauber sich miteinander verbindet. Also hier auch von der Passgenauigkeit vielleicht nicht zu 100%. Wird aber die wenigsten interessieren. So, jetzt zum Abzug. Jetzt schalten wir das Ding einmal auf Semi um und dann laden wir einmal durch. Jetzt ist der Hammer gespannt und dann seht ihr zunächst mal, dass wir ein relativ, gut, ihr seht, dass wir ein hohes Gewicht haben. Seht ihr, wie hoch das Gewicht ist? Nein, ich kann es euch aber sagen, dass wir ein relativ hohes Abzugsgewicht haben. Also im Vergleich, klar, gut, ich spiele bloß noch SAEGs, aber im Vergleich zu einer SAEG natürlich relativ hohes Abzugsgewicht, aber schönes Abzugsgewicht. Also, müsste schon relativ ordentlich nach hinten ziehen vom Gewicht her. Hätte ich jetzt eine Kofferwaage, könnte ich es euch genau sagen. Habe ich aber nicht. Ich kann es euch nur sagen, dass das Abzugsgewicht relativ hoch ist im Vergleich vielleicht auch zu anderen GBBs. Auch der Reset vom Abzug ist relativ, was heißt relativ knapp nicht, aber immer schön deutlich zu spüren vom Abzug her. Reset. Ihr seht aber auch, dass der Abzugsweg im Vergleich vielleicht zu einer GHK oder zu anderen GBB-Systemen ein bisschen länger ist beim PSG 1. Haben wir circa einen Abzugsweg von, was sind denn das, vielleicht 10 mm ungefähr. Und der Reset ist letztendlich einmal genauso lang. Daher ihr mit dem Ding nur Einzelfeuer macht, vollkommen in Ordnung das Teil. Dann fehlt uns eigentlich nur noch hinten der Schaft, den habe ich euch vorhin auch schon mal ganz kurz bei den allgemeinen Informationen angesprochen. Der ist ebenfalls komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, schön dickwandig, schön solide und richtig massiv, also ein richtig bulliger Schaft hinten dran. Qualität hervorragend, ganz kleine Spritzgussnaht hier im oberen Bereich sichtbar, null ausgeprägt, Passgenauigkeit hervorragend und auch von der Strukturierung her so ganz leicht komplett einmal aufgeraut, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an und ist von VFC wirklich hervorragend gelungen. Dann, wie vorhin schon mal gezeigt, hier einmal reinstecken, ich mache es von der Seite, hier einmal diesen Stahlknopf einmal reindrücken in den Vierkant, einmal drehen, könnt ihr die Wangenauflage einstellen in der Höhe, ist gefedert und dann steckt ihr das Ding einmal da hinten rein in den anderen Vierkant. Dann könnt ihr quasi die Schaftkappe, welche eine Gummierung hat, einmal nach hinten einstellen über ein Gewinde. Jetzt wiederhole ich mich nochmal ganz kurz, wie vorhin auch schon angesprochen, wenn ihr das Ding komplett reingedreht habt übers Gewinde und festzieht, dann hält das Ding da hinten dran. Wenn ihr das Ding aber jetzt, sage ich mal, ein bisschen weiter rausschraubt, dann könnt ihr die Schraube so festknellen, wie ihr wollt. Das Gewinde wird nicht wirklich gehalten. Bedeutet, wenn ein bisschen mit der Schulterbelastung drauf kommt, dann dreht es da hinten die Schaftkappe immer wieder hin und her. Also mir war es nicht möglich, auch so, wenn ich es komplett zugeknellt habe, diesen Vierkant, dass das Ding da hinten irgendwie sauber hält. Ging leider nicht. So, wenn wir das Ding jetzt noch einmal umdrehen und uns das von der anderen Seite anschauen, quasi vom Schützen aus auf der linken Seite, dann seht ihr hier unten ebenfalls nochmal eine Aufnahme für einen Trageriemen integriert und ebenfalls das Ganze komplett einmal aus Stahl gefertigt. Da habt ihr auch quasi einmal diese Löcher drin, wenn ihr jetzt die Waffe zerlegt, dass ihr quasi diese beiden Pins hier einfach hier hinten einfach reinstecken könnt, damit sie einfach aufgeräumt sind. Wie gesagt, ist hier eben bei VFC ebenfalls einmal vorhanden. Gut Leute, dann soll es auch heute wieder einen kleinen Demontageteil geben. Das werden die meisten vom G3 wahrscheinlich kennen, geht letztendlich genauso. Ich werde aber heute im Vergleich zum Review vom G3, werde ich ebenfalls ein bisschen im Detail darauf eingehen, wie ihr die Nozzle demontieren könnt, denn wir schauen uns dieses Endpass-System ebenfalls einmal im Detail an. So, ebenfalls gibt es ein kleines Problem vorne mit der Schraube, das habe ich euch vorhin schon mal, glaube ich, ganz kurz gezeigt. Das werde ich euch auch noch mal ganz kurz jetzt hier in der Nahaufnahme einmal erläutern.
So, fangen wir zunächst mal an bei der Demontage. Wie vorhin schon mal gesehen, ein bisschen Platz schaffen hier. Wie vorhin gesehen, einmal zum Hop-Up einstellen, einfach hier vorne mit einem Schlitzschraubendreher einmal diese kleine Schraube hier vorne anlösen, bedeutet mit dem großen Schlitz reingehen, um ca. 45 Grad drehen und somit drehen, dass die Schraube hier vorne einmal rauskommt. Die ist letztendlich nur gefedert. Und dann könnt ihr einmal den gesamten Vorderschaft einmal abziehen. So, das gesamte Rohr bedeutet dieses fette Aluminiumteil, was von hier bis ganz nach vorne geht. Das ist letztendlich nur hinten an der Hop-Up-Kammer einmal verschraubt. Bedeutet, das lässt sich ohne viel Kraft ganz easy einfach einmal abschrauben. Und wie gesagt, es wird dann letztendlich nur hier über diese Kunststoffführung einmal gehalten. So, nehmen wir ebenfalls einmal komplett nach vorne ab und dann seht ihr bereits, dass hier der Inner einmal rauskommt bereits. Den könnt ihr nicht nach vorne rausziehen. Ihr müsst die gesamte Hop-Up-Kammer einmal nach hinten aus dem System entnehmen. Zunächst aber mal nehmen wir hier einmal dieses Einstellrädchen ab. Das hat sich im Vergleich zum G3 ein kleines bisschen geändert. Von der Funktion her ist es aber exakt identisch. Das zieht ihr also einfach einmal nach vorne ab und dann lasst ihr das einfach so hängen, damit ihr quasi, wenn ihr später die Hop-Up-Kammer rauszieht mit dem Innenlauf, dass das Ding quasi einmal runterfällt. Gut, dann können wir jetzt ebenfalls einmal diese problematische Schraube hier einmal lösen. Und wie gesagt, warum problematisch? Hier ist der eine Punkt, jetzt diese Schraube ist extrem lose bei mir oder relativ locker. Jetzt muss ich bloß mal gucken, es müssten 2,5er glaube ich sein. Wo ist der? Einmal hier. Wenn ihr jetzt einmal her schaut, die Schraube ist bei mir ultra locker. Die ist also nicht mal festgeschraubt. So, wenn ihr diese Schraube komplett festzieht, worüber quasi die Hop-Up-Kammer gehalten wird, dann klemmt quasi der gesamte Verschluss oder die gesamte Nosselgruppe im vorderen Bereich fest. Bedeutet, ihr müsst an dem Spannhebel reißen und ziehen und tun, damit sich da überhaupt irgendwas bewegt. Sobald man die Schraube ein kleines bisschen anlöst, eine Umdrehung, und diese locker ist, läuft es wesentlich leichtgängiger hier oben drin. Also hier wird vermutlich irgendwie was gequetscht innen drin oder irgendwie zu arg zusammengequetscht einfach, damit sich im inneren Bereich ein bisschen Material verklemmt. Denn wie gesagt, macht man die Schraube locker, ist dieses Problem nicht mehr, kommt nicht mehr vor oder tritt nicht mehr auf. So, wir lösen auf jeden Fall mal mit einem 2,5 mm Inbus einmal die lange Schraube hier, welche im inneren Bereich die Hop-Up-Kammer einmal fixiert. Auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr dann noch eine kleine Mutter dazu, da klopft ihr ein bisschen drauf, dann fällt diese einmal raus. So, könnt ihr da vorne ein bisschen draufschrauben, damit es wieder, damit es nicht verliert. Gut, dann können wir gleich im hinteren Bereich weitermachen. Das habe ich euch vorhin auch schon mal ganz kurz gezeigt. Hier der hintere Pin sitzt weiterhin auch beim PSG 1, auch wie beim G3, sehr, sehr lose. Also der kann da ein bisschen rumschwabbeln, rumklappern. Den nehmen wir auf jeden Fall einmal raus. Können wir uns da hinten einmal in den Schaft reinpobeln. Da hinten rein in die Löcher. Und ebenfalls den mittleren Pin oder den hinteren Pin, den drücken wir uns ebenfalls raus. Der sitzt zum Glück schon mal deutlich, deutlich besser drin. So, schieben uns auch da hinten rein und dementsprechend ist der gesamte Schaft hinten einmal lose und wir ziehen das ganze Ding einmal kräftig nach hinten einmal ab. Ups. So, da kommt auch einmal noch die Schließfeder raus oder nehmen wir auch noch später raus. Legen wir uns das drum erstmal auf die Seite. Dann können wir jetzt ebenfalls gesamtes Griffstück mit der Abzugsgruppe entfernen. Müsst ihr bloß ein bisschen aufpassen vom Rausziehen her. Bleibt ein bisschen da hinten an dem Disconnector sozusagen einmal hängen ein bisschen. Hier kann man vielleicht auch gleich ansprechen, es ist jetzt kein Problem, versteht mich bitte nicht falsch. Wenn ihr jetzt mal das Griffstück euch anschaut und hier mal den Abzug bewegt, werdet ihr feststellen, dass das gesamte Griffstück oder beziehungsweise das gesamte Griffstück, der innere Aufbau oder die gesamte Abzugsgruppe ist ja extra nochmal in einem Gehäuse, wie beim G3 auch, ist letztendlich 1:1 identisch. Hier sitzt das Ganze sehr wackelig in dem Griffstück drin. Also ihr könnt die gesamte Einheit im inneren Bereich ca. 3 mm hin und her wackeln, denn das gesamte Zeug wird letztendlich nur über den Feuerwahlhebel einmal gehalten. Wird dann quasi über diese Schräge hier unten, diese zwei Stege hier einmal raus, wird das Ganze ein bisschen nach oben gedrückt. Also wie gesagt, wird hier rüber quasi einmal fixiert oder gehalten dann. Wenn ihr das auch noch raus haben wollt, die gesamte Abzugsgruppe, dann einfach einmal den Feuerwahlhebel ganz nach oben klappen, also einmal komplett rum, bis er sich einmal löst und dann könnt ihr den ganz einfach einmal rausziehen. So, könnt ihr den gesamten Feuerwahlhebel einmal entnehmen und dann braucht ihr noch einen 2 mm Inbus, vielleicht mit einem Rundkopf oder ist es ein 2,5er, lasst mich mal kurz gucken.
Nee, ist ein 2,5er, dann löst ihr diese kleine Schraube hier ein bisschen an da hinten und dann könnt ihr eben das ganze Ding einmal nach oben rausziehen. So, zack, weg damit. Und hier, wie vorhin, glaube ich, auch schon mal angesprochen, hier die Schraube, die löst sich ab und zu ein kleines bisschen. Also hier, wie gesagt, ich habe es jetzt schon dreimal festgeschraubt am Abzug hier, diesen Druckpunkt zum Einstellen. Zweimal schon festgeschraubt und dreimal festgeschraubt und hat sich immer wieder ein bisschen gelöst. Muss man also immer wieder ein kleines bisschen nachziehen, das Ganze. Gut, Abzugsgruppe selbst weiß ich noch nicht, ob wir sie auch noch auseinandernehmen müssen. Schaue ich mir gleich an. Wenn ja, machen wir das ebenfalls dann gleich im Anschluss. Jetzt lasst uns aber zunächst mal den gesamten Verschluss einmal rausholen. Hier empfiehlt es sich immer ein bisschen was drunter zu legen oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sogar Handschuhe anzuziehen. Denn das Ding ist standardmäßig, wenn ihr das bekommt und auspackt, ist das Ding innen drin komplett geflutet mit Schmierstoffe. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Silikonfett ist oder ein Silikonöl ist oder irgendwas. Auf jeden Fall, das Ding, das schwimmt innen drin im Schmierstoff. Dementsprechend, wie gesagt, ihr bekommt halt ein bisschen dreckige Griffel. Gut, sollte dem Kerl relativ egal sein. Auf jeden Fall Verschluss und Nozzle einmal raus. Jetzt hier einfach den gesamten Verschluss ein bisschen nach hinten drücken. Und die Hop-Up-Kammer kommt auch mit. Die lassen wir mal noch ein bisschen drin. Haken wir hier einmal aus, die Nozzle. So, und hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr oder der gesamte Receiver im oberen Bereich oder das Gehäuse weicht von den Maßen minimals ein bisschen ab, bedeutet hier innen drin, ja gut, der Receiver oder der Verschluss kratzt im Receiver ein kleines bisschen. Wenn ihr das Ganze jetzt aber nach hinten schiebt, zumindest bei meinem Modell, klemmt er. Bedeutet, ihr bekommt den nicht ohne weiteres da hinten einmal rausgeschoben, da das Gehäuse hinten irgendwie ein bisschen zu eng ist. Letztendlich habe ich jetzt hier diese kleinen Kreuzschrauben hier unten im Stahlblech, eine links, eine rechts, minimal ein bisschen angelöst, vielleicht 0, keine Ahnung, oder eine Umdrehung einfach auf, damit das Blech ein bisschen auseinander geht. So, und dann könnt ihr mit ein bisschen Anlauf oder mit ein bisschen Schmackes das Ding nach hinten schieben und aus dem System einmal entnehmen. So, einmal raus damit. So, und hier kann man ebenfalls gleich einen kleinen Punkt ansprechen, oder was mir ebenfalls aufgefallen ist. Ihr habt ja hier diesen Verschluss jetzt. Das ist zwar, ich spreche es vielleicht bei den Internals gleich nochmal an oder wiederhole mich, da aber die meisten immer die Demontage skippen, weil es das nicht interessiert. Wie gesagt, werde ich mich vielleicht später nochmal wiederholen. Der Verschluss ist zweiteilig wie beim G3 auch. Bedeutet, ihr habt hinten euren Verschluss selbst dran. Der ist aus Aluminium gefertigt. Und dann habt ihr hier vorne dieses Röhrchen drauf. Das ist letztendlich auch aus Alu, hat aber im inneren Bereich einen Stahlkern. Bedeutet, hier vorne habt ihr dieses Teil hier drauf, das ist vorne reingeschraubt und es geht bis hier einmal durch. Und ist komplett aus Stahl. Dementsprechend hier im vorderen Bereich sehr viel Gewicht drauf. So, jetzt der eine Punkt, dieses Röhrchen. Wie gesagt, das ist nur geschraubt, das könnt ihr ganz normal einmal abschrauben. Ich habe das Ding jetzt bestimmt schon 4 oder 5 Mal wieder festgeschraubt, da es sich jedes Mal von selbst einmal löst. Wie gesagt, da drückt er ja vorne quasi mit dem Spannhebel dagegen. Und dann löst sich immer hier das Gewinde ein bisschen, geht immer wieder auf. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es komplett lösen kann oder eben nicht. Auf jeden Fall war es jedes Mal beim Demontieren wieder lose oder locker. Auch wenn ich das Endpass neu eingestellt habe, ist mir jedes Mal aufgefallen, dass es eben wieder locker war, das Gewinde. Dementsprechend mal beobachten, ob es sich auf Dauer eventuell weiter rausschraubt, das Gewinde. Wenn ja, eventuell im hinteren Bereich einen kleinen Tropfen Schraubensicherung einmal aufbringen. Nicht übertreiben, kleinen Tropfen und gut ist. Wie gesagt, nur wenn sie es weiter lösen sollte. Okay, so, das Ding nehmen wir auch raus und dann schauen wir uns ebenfalls einmal, machen wir gleich die Nozzle? Ne, wartet, holen wir erst die Hop-Up-Kammer raus und dann machen wir weiter mit der Nozzle. So, Hop-Up-Kammer, selbes Spiel, ebenfalls einmal nach hinten schieben. Und da müsst ihr auch ein bisschen gucken, wie ihr die ausrichtet, ansonsten bekommt das ja nicht raus. Also ich musste die auch ein bisschen gucken, ein bisschen so drehen, ein bisschen so drehen. Denn auch diese bleibt hinten im Receiver, bleibt sie ein bisschen hängen. So, ein bisschen hin und her und jetzt, da komm raus. So, und dann nehmt ihr das Ganze drum. Einmal komplett nach hinten aus dem Gehäuse raus. Und wie gesagt, vorne fällt jetzt einmal dieser Einstellblock von der Hop-Up-Kammer fällt jetzt einmal weg dementsprechend. Könnt ihr da ebenfalls wieder drauf schieben, damit es nicht verloren geht. Gut, da ist noch ein O-Ring. Wo ist der? Ach, der ist auf dem Outer drauf. Okay, müsst ihr aufpassen, da ist noch ein O-Ring drin. Gut, und somit wäre das Ding eigentlich so vom Grundprinzip her, wenn man jetzt was reinigen möchte oder so, wäre das Ding jetzt schon mal soweit komplett einmal demontiert und zerlegt. Wir machen aber ein bisschen oder gehen noch ein bisschen tiefer ins Detail rein, denn wir zerlegen ebenfalls einmal im hinteren Bereich unseren Schaft bzw.
dieses Schließfedersystem hier einmal drin. Denn das wollen wir uns im Detail anschauen. Dann nehmt ihr jetzt letztendlich einen großen Kreuzschraubendreher und löst im inneren Bereich die zwei fetten Kreuzschrauben. Also wenn ihr da einmal reinschaut, seht ihr zwei Schrauben, die löst ihr jetzt einmal komplett. Habt ihr die beiden Kreuzschrauben innen drin einmal gelöst, könnt ihr quasi den gesamten Schaft von der Aufnahme einfach einmal abziehen oder einfach einmal trennen. Der hängt also einfach nur hier hinten drauf und wird dann über zwei Schrauben innen drin einmal gehalten. So, dieses abgeschraubt. Jetzt wollen wir natürlich diesen Spring Guide und diese Schließfeder einmal demontieren. Da habt ihr im hinteren Bereich letztendlich noch eine Senkkopfschraube drin. Hier oben einmal drin. So, um die zu lösen, müsst ihr die Federstange vorne mit einem Schlitzschraubendreher einmal festhalten. Ansonsten dreht die mit. Bedeutet hier vorne ein bisschen, ja sozusagen kontern eigentlich oder eben festhalten. Und im hinteren Bereich jetzt einfach einmal die Kreuzschraube lösen. So, jetzt, bevor ihr das Ding komplett einmal löst, seid bitte vorsichtig, da kommt die ganze Spannung von der Feder drauf. Bedeutet, wenn ihr jetzt hier weiter schraubt, macht es jetzt gleich plopp und die Feder springt euch, oder das Zeug springt euch ein bisschen auseinander. Ich schraube mal vorsichtig weiter. So, halt hier mit dem Schraubendreher dagegen und lasse jetzt die Feder langsam kommen, genau. So, der eine Block hier ist runtergefallen, der gehört letztendlich da hinten drauf und auch den inneren Block, das Zeug können wir ebenfalls einmal rausnehmen. So, sitzt quasi einmal so und das sitzt dann quasi einfach da hinten einmal drauf. Bah. Gut, somit ist es zerlegt, die Schraube, die legen wir uns auch da dazu oder die schmeißen wir uns da rein, sonst verlieren wir sie. So, okay, so, dann können wir weitermachen. Ich habe es euch gesagt, wir schauen uns heute auch mal im Detail an, wie wir diesen Verschlussträger demontieren, damit wir die Nozzle rausbekommen. Also hauen wir einmal die Nozzle raus. Das konnte ich euch leider beim G3 damals nicht zeigen, da ich mir nicht ganz sicher war, ja, ob ich es dann wieder zusammenbekomme. Es hat sich ein bisschen was geändert. Beim PSG 1 funktioniert es. Dementsprechend können wir die Nozzle einmal demontieren und können uns auch später das Endpass-System einmal im Detail anschauen. So, die Nozzle rausholen. Die Nozzle ist letztendlich zweiteilig. Zunächst einmal löst ihr im hinteren Bereich die mittlere Kreuzschraube. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, die ist mit Schraubensicherung festgemacht und ebenfalls ist da ein kleiner O-Ring für die Abdichtung drin. Bedeutet, wenn ihr jetzt einmal diese kleine Schraube löst, da hängt letztendlich einmal die Rückholfeder dran von der Nozzle selbst. So, hier einmal diese kleine Schraube und da ist, wie gesagt, da ist ebenfalls nochmal so ein kleiner O-Ring normalerweise mit drauf. Dieser hier, den stülpt ihr euch am besten oder steckt ihr euch am besten einmal auf die Schraube wieder drauf. Später beim Festziehen auch hier nicht übertreiben, gut oder leicht handfest, damit der O-Ring nicht beschädigt wird. So, das nehmen wir einmal raus, die Schraube, und jetzt seht ihr, dass die Nozzle bereits locker ist. Die springt euch also, wird nicht mehr zurückgezogen. Wenn ihr jetzt die Nozzle einmal komplett rauszieht, so weit wie es geht, seht ihr hier im vorderen Bereich einen kleinen Pin drin. Diesen Pin, den klopfen wir uns jetzt raus. Und mein Bedenken damals war, dass bei diesem Pin einmal die Rückholfeder mit dran hängt. Das ist aber nicht der Fall. Bedeutet, die Rückholfeder wird im inneren Bereich anders gehalten. Dementsprechend ist es hier kein Problem, diesen Pin einmal rauszuklopfen. So, schieben wir es einmal komplett durch. Das wäre dann einmal dieser hier. Und jetzt könnt ihr mit ein bisschen Schmackes, also ihr schiebt die Nozzle wieder rein und mit ein bisschen Schmackes und ein bisschen ziehen, könnt ihr die Nozzle einmal aufteilen oder trennen. Hier kommt schon einmal euer Inner Valve raus, zusammen mit dem Endpass-System sozusagen. Steckt letztendlich da einmal innen drin. Gut, jetzt ist der vordere Teil von der Nozzle schon einmal demontiert. Jetzt müssen wir natürlich den hinteren Bereich noch einmal rausholen. Wenn man die jetzt tauschen möchte oder wenn der O-Ring hinten verschlissen ist. Hierfür müsst ihr die hintere Platte lösen. Und diese ist verklebt. Gott sei Dank aber beim PSG 1 nicht ganz so krass wie beim G3. Bedeutet, mit einer Spitzzange ist es mir problemlos möglich, diese mit ein bisschen Schmackes einmal zu öffnen. Wenn ihr da ein besonderes Tool dafür habt, dann ja, schön und gut. Mit einer Spitzzange geht es letztendlich auch. Hier nur später wieder aufpassen beim Reinschrauben. Das ist letztendlich Stahl. Der Verschluss ist aus Aluminium. Bedeutet hier beim Reinschrauben aufpassen, dass ihr das Gewinde wirklich einmal sauber ansetzt. Wenn ihr da ein bisschen verkantet und knellt, macht ihr sofort das Aluminiumgewinde hier mit dem Stahlgewinde kaputt. Dementsprechend hier ein bisschen aufpassen und auch die Wandstärke da unten ist sehr, sehr dünn. Also beim Festziehen ein bisschen behutsam vorgehen. So, nehmen wir ab und jetzt können wir letztendlich den hinteren Bereich von der Nozzle einmal nach hinten aus dem Verschluss, Verschlussträger einmal entnehmen.
Dann bleibt abschließend eigentlich nur noch die Abzugsgruppe. Das habe ich euch letztendlich beim G3 auch schon gezeigt, wie ihr die auseinandernehmt. Daher ich mir nicht ganz sicher bin, ob sich irgendwas geändert hat, gerade beim Sear innen drin. Ob der vielleicht jetzt aus Stahl ist, kommt man relativ schlecht hin mit dem Magneten. Werden wir diese auch einfach nochmal ganz kurz demontieren. Wir lösen zunächst mal den Hammer oder den Hahn. Bedeutet, wir drücken einfach einmal ab. Und jetzt könnt ihr einfach die Pins durchdrücken. Bedeutet, wir fangen hier einmal an mit diesem fetten Pin. Der ist einmal für den Hammer. Den drücken wir uns ganz easy einfach einmal raus. Der flutscht auch ganz easy raus. Und jetzt müssen wir den Hahn oder den Hammer einmal aushaken. Bedeutet, wir drücken den mit Schmackes einmal nach hinten, ziehen ihn nach oben und müssen jetzt gucken, dass hier hinten die Federstange einmal aus dem Gehäuse oder aus dem Housing rauskommt. Das kann ein bisschen fummelig sein. Am besten drehen, also ja, so seht ihr das, glaube ich. Einfach einmal drehen und dann vorsichtig einmal kommen lassen. Das geht zum Zusammenbauen, später geht es wieder ein bisschen fummelig, aber wie gesagt, es ist machbar. Einsteiger würde ich davon einmal abraten. Und ihr seht, es ist alles sehr gut gefettet und geschmiert. So, haben wir also einmal den Hammer jetzt weg. Dann können wir ebenfalls einmal unseren Abzug lösen, zusammen mit dem Sear. Das ist dann der untere Pin hier. Auch diesen einfach einmal durchdrücken, rausziehen, ein bisschen festhalten und das Zeug ein bisschen schräg nach hinten einmal entnehmen. Hier müsst ihr nur aufpassen, ihr habt hier hinten, da unten drin seht ihr habt hier unten so einen kleinen Anschlag drin. Da läuft quasi der Abzug einmal dagegen und da bleibt er auch ab und zu ein bisschen hängen beim Rausbauen. Müsst ihr halt ein bisschen knödeln und ein bisschen machen und dann geht es normalerweise. So, einmal raus und ebenfalls die Feder dazu lösen wir ebenfalls. So, die sitzt einmal hier seitlich drauf. Okay, so der Rest, den Sear, den legen wir uns zum Hammer dazu, zum Abzug dazu. Der läuft einmal hier innen drin quasi. Ja, so könnt ihr sehen. Können wir uns so dazulegen. Und den Rest können wir uns eigentlich sparen, oder? Gut, somit wäre das meiste Zeug einmal draußen. Beim G3 habe ich euch jetzt noch gezeigt, wie ihr quasi den Firing Pin auch noch rausbekommt. Bedeutet den hier vorne einmal drin. War mir jetzt beim PSG 1 ist mir das Ganze leider nicht möglich. Ich wollte es euch gerade eigentlich zeigen, aber die vordere Schraube hier, die das Gehäuse zusammenhält, ihr habt ja letztendlich hier 4 ganz kleine Kreuzschrauben drin oder Senkkopfschrauben. Diese beiden, diese hier unten, diese 3 bekommt ihr ohne Probleme raus. Die Schraube hier oben drin, welche quasi das Gehäuse zusammenhält, die ist von VFC im oberen Bereich abgeschliffen. Müsst ihr, glaube ich, im Video sehen können, hier oben ist das Ganze abgeschliffen und dementsprechend ist aber auch der Schraubenkopf abgeschliffen. Bedeutet, es war mir nicht möglich, diese Schraube zu lösen. Andernfalls würde ich vielleicht den Schraubenkopf kaputt machen, das möchte ich natürlich vermeiden. Dementsprechend lasse ich jetzt das Video, das Gehäuse einmal zusammen. Wir sehen aber auch hier weiterhin, dass der Firing Pin ein kleines bisschen schräg sitzt, wie beim G3 auch, aber nicht ganz so schlimm. Also wenn ihr euch mal zurückerinnert, beim G3, da war ja der ganze Firing Pin komplett so schräg drin im Winkel. Bedeutet, der Hammer hat nur auf dieses seitliche Eck einmal drauf geschlagen und nicht auf die gesamte Fläche. Das ist jetzt hier beim PSG 1 schon deutlich besser. Gut Leute, das soll es mit der Demontage gewesen sein. Dann würde ich sagen, machen wir zunächst mal weiter mit dem Thema N-Pass-System. Was das Ganze ist, wie das Ganze funktioniert, wie es aufgebaut ist. Und dann schauen wir uns die restlichen Bauteile einmal im Detail an. Gut Leute, dann gehen wir es an, Thema Internals. Beginnen wir heute zunächst einmal beim Thema Nozzle und N-Pass-System. Ja, auch hier ist wie beim G3 letztendlich dieselbe Nozzle drin, selbes N-Pass-System und entsprechend könnt ihr die Gasmenge und dementsprechend auch die Energie einmal einstellen. Ist beim PSG 1 leider Fluch und Segen zugleich. Die meisten von euch werden wissen, was ein N-Pass-System ist. Klar, für Einsteiger oder Anfänger möchte ich es dennoch ganz kurz erklären. Alle anderen, holt euch ein Bier. So, also sprechen wir es mal ganz kurz an. Wenn ihr SP-SG bekommt, könnt ihr letztendlich die Pins hinten rausziehen, könnt den Schaft hinten wegtun, Griffstück wegklappen und könnt dann den gesamten Verschlussträger nach hinten aus dem System rausziehen. Jetzt habt ihr hier unten im Verschlussträger einmal die Nozzle drin. Das ist einfach dieses Teil hier, ja, eure Düse sozusagen. So, und in der Düse oder in der Nozzle habt ihr einmal euer Inner Valve und hier ist ein N-Pass verbaut. Bedeutet, das hier ist das Inner Valve zusammen mit der Feder. Wenn ihr jetzt hier ranschaut, da habt ihr quasi einen kleinen Gewindestift innen drin. Bedeutet, es ist euch möglich, einfach von vorne mit einem 1,5 mm Inbus in die Nozzle reinzugehen und im inneren Bereich diesen Gewindestift zu verstellen oder einzustellen. Je nachdem, wie ihr jetzt diesen Gewindestift einstellt, gebt ihr mehr Gas auf die BB drauf, also mehr Energie,
oder weniger Energie. Habt ihr vorhin beim Chrono schon gesehen. So, das möchte ich euch ganz kurz erklären. Wie gesagt, der Inner Valve sitzt hier einmal innen drin und drückt über den Gewindestift hier gegen diese Kante innen drin. So, wenn ihr jetzt diesen Gewindestift einmal reinschraubt, verlängert ihr das Ganze. Quasi das Inner Valve wird mehr nach vorne bewegt über den Gewindestift. Quasi übertrieben einmal so her. Dadurch reduziert ihr die Menge, was an Gas in die Hop-Up-Kammer geht. Die Energie wird abnehmen, da das Inner Valve früher zumacht. Dreht ihr das Ganze genau andersrum, quasi, dass es kürzer wird, Gewindestift quasi einmal raus, dann wird das Ganze kürzer und ihr gebt mehr Gasmenge in die Hop-Up-Kammer rein. Dementsprechend eben eine höhere Energie. Ist an sich eine tolle Sache, auch beim G3, wie gesagt, war es toll. Daher wir hier aber so eine unheimlich lange Lauflänge haben, ist es irgendwie Fluch und Segen zugleich. Denn bei 50% NPAS-Einstellung langt die Gasmenge für die Lauflänge gerade mal für 0,2 Gramm Kugeln aus. Gebt ihr jetzt bei 50% NPAS-Einstellung, also ja, Schraube circa mittig oder Gewindestift circa mittig eingestellt, ballert ihr da 0,3 Gramm Kugeln rein. Dann fängt das Ding sofort an zu springen von der Energie wie Hölle. Bedeutet, die Energie schwankt dann irgendwo rum zwischen 1,3 und, lassen wir kurz auch mal Spickzettel gucken, wo waren wir im Chrono mit NPAS? Ich glaube 1,3 bis 2,3 oder irgendwie sowas. Ist also übelst hoch und runter gesprungen. Bedeutet rein theoretisch, also meine Theorie, müssen wir für die Lauflänge im PSG 1 für schwere BBs mehr Gas draufgeben, da wir einfach für schwere BBs mehr Gas im Lauf benötigen. So, bedeutet, wir schrauben das NPAS ein bisschen weiter auf und geben vielleicht oder stellen es vielleicht auf 60% oder 65%. Und jetzt ziehen wir aber pro Schuss so viel Gas aus dem Magazin raus, dass das Ding sofort in den Cooldown reinfällt. Bedeutet, wenn ihr das Magazin vollladet und es hat von mir aus 20 oder vielleicht handwarm 25 Grad das Magazin, dann gebt ihr gemütliche 5 Schüsse ab und das Magazin hat vielleicht noch 10 Grad. Das wird umgehend eiskalt, da ihr pro Schuss einfach sehr viel Gas aus dem Magazin rausnehmt. Und das ist technisch meiner Meinung nach, gerade beim PSG 1, durch die Lauflänge leider ein technisches Problem. Wie gesagt, meine Theorie, wenn ihr das besser wisst, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Aber für meiner Meinung nach ist die Gasmenge, was wir für die Lauflänge für schwere BBs benötigen, ja einfach zu viel. Dementsprechend das Ding unheimlich Cooldown anfällig. Wie gesagt, geil, dass ein NPAS drin ist, ja, wir können mehr Bums draufgeben, aber das bringt uns halt letztendlich nichts, wenn die Energie so arg rumschwankt. Wie gesagt, ein kleines bisschen schade. Die Nozzle ist letztendlich 1:1 identisch zum G3, also stinknormale G3-Nozzle ist aus Polyamid. Ist das Polyamid oder ist das ABS? Ne, das ist Polyamid-Kunststoff. Einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, das Ganze zweiteilig, dichtet sauber ab, also auch hier keine Probleme, irgendwie Übergang von der Auflage unten irgendwie zum Rotor. Der vordere, die Ladelippe vorne, einmal hier, auch diese ist bereits, diese ist ein kleines bisschen verdrückt im unteren Bereich, wenn man es im Video erkennen kann. Ist aber nur minimalst. Also hier glaube ich nicht, dass es irgendwie Probleme gibt. Gut, es kommt halt, wenn der Kugelstrang recht straff im Magazin ist. Die Nozzle muss natürlich hier die Kugel rausdrücken aus den Magazinlippen. Da kommt ein gewisser Widerstand drauf und dementsprechend verdrückt es euch hier einfach ein Kunststoff ein kleines bisschen. Solange das Ding aber nicht abplatzt und nicht komplett demoliert ist oder sowas, funktioniert es einwandfrei. Dementsprechend, ob da jetzt eine ganz kleine Schlagkante drin ist da unten, das haben wir dahingestellt, ist wurscht. Was ebenfalls sehr schön ist, wir haben im hinteren Bereich wieder die Ventilation drin. Bedeutet, das kennt ihr letztendlich wie bei einer SAEG, zum Beispiel der Piston-Head, sind auch hier einmal im hinteren Bereich von der Nozzle einmal so kleine Löcher drin. Bedeutet, der Gasdruck, der sich im hinteren Bereich aufbaut und den Verschlussträger nach hinten bewegt, geht hier einmal in diese Löcher rein und drückt den O-Ring einmal gegen die Wandung außen. Dementsprechend hier eine sehr gute Abdichtung. Dennoch immer wieder kontrollieren, das ist bei allen GBBs, egal ob Lang- oder Kurzwaffe, das ist immer wieder ein kleines Verschleißteil, was man einfach ab und zu mal tauschen muss. Das ist einfach dieser O-Ring oder eben eure Dichtung von der Nozzle hinten. In dem Fall, wie gesagt, ist es ein ganz normaler O-Ring, den würde ich jetzt einfach mal ausmessen. Schnurstärke, Innendurchmesser, würde mir einfach bei irgendeinem O-Ring-Hersteller mal 5 Stück oder 6 Stück auf Versatz herlegen und fertig. Und wie gesagt, den müsst ihr auch nicht bei Umarex kaufen oder sowas, bekommt ihr letztendlich bei jedem O-Ring-Laden für ein paar Cent. So, also hier ein ganz normaler O-Ring und durch die Ventilation dichtet das Ganze auch hervorragend einmal im Verschlussträger ab. Also hier absolut keine Probleme. Gut, auch die Nozzle selbst läuft im Verschlussträger wieder hervorragend. Das kann ich euch vielleicht mal ganz kurz zeigen, wenn ich sie wieder zusammengebaut habe. Der Einbau von der Nozzle geht relativ fummelig, dementsprechend zeige ich euch das mal ganz kurz. Also ihr schiebt zunächst mal den hinteren Bereich klar hinten wieder in den Verschlussträger rein. So, dann drückt ihr das oder schaut euch, dass es hier vorne einmal gerade ist.
also waagerecht drin sitzt und drückt hinten mit dem Finger einmal dagegen, also steckt den Finger ins Loch. So, dann nehmt ihr den vorderen Bereich und hier müsst ihr jetzt genau aufpassen, dass das Inner Valve quasi oder euer Endpass sauber ausgerichtet ist. Also quasi, wenn ihr unten mit der Taschenlampe reinleuchtet, dass es von der Stellung her passt. Andernfalls hakt es oben diese Kante nicht an dem hinteren Block einmal ein. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das bei mir passt. Na, schließt nicht ganz, seht ihr, da ist noch ein kleiner Versatz einmal drin. So, jetzt da passt. Ist, wie gesagt, ist ein bisschen tricky, dass das da vorne wieder passt. Also wenn ihr da hinten noch einen Schlitz habt oder einen Versatz drin habt, dann passt es nicht. Dann müsst ihr am besten noch mal rausziehen oder ihr schaut mit der Taschenlampe da vorne rein und richtet hier vorne das Inner Valve einmal sauber aus, damit es zu der Kante wieder passt. Und sobald dann das Ganze sauber draufgeschoben ist und hier hinten kein Abstand mehr vorhanden ist, könnt ihr eben diesen Pin für die Nozzle einmal wieder reinklopfen. So, dann schaut ihr, dass das wieder alles passt, dass der Pin nicht irgendwie raussteht auf einer Seite. Ansonsten würde das Ganze eben am Verschlussträger einmal kratzen. So, und hier seht ihr jetzt, die Nozzle läuft wieder tadellos in dem Verschlussträger. Also hier tipptopp, kein großes Wackeln drauf oder sowas, kein Haken, kein Reiben. Ist also richtig schön sauber von der Oberfläche her und flutscht einwandfrei. Nur hier hinten, wie gerade schon gesagt, der O-Ring, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt einmal bei einer GBB. Da am besten, wenn ihr mal eine Wartung macht, ihr könnt nicht unbedingt viele schreiben oder auch wenn ihr bei manchen Anleitungen immer reinschaut, manche sagen, da innen drin Silikonöl reinsprühen. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen, sondern zieht einfach die Nozzle so weit raus, bis ihr hier hinten eine ganz kleine Öffnung habt. Und dann nehmt ihr zum Beispiel nur von Protech das Silikonöl her, das hat so eine Nadel drauf, dann geht er da hinten rein und spritzt einfach hier ein ganz kleines bisschen hier hinten rein. Und das verteilt sich eben im inneren Bereich dann von dem Körper oder von dem Verschlussträger. Und wenn ihr dann das Ganze ein bisschen hin und her schiebt, wie gesagt, dann ist der O-Ring einfach wieder sauber einmal gefettet. Gut, ebenfalls, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, das ist jetzt diese hintere Abdeckung hier. Die muss natürlich hier hinten drin einmal abdichten. Bedeutet, standardmäßig war ein kleines bisschen Schraubensicherung drauf, das könnt ihr schon erkennen. Wenn euch das zu leicht drauf geht, würde ich euch auch hier empfehlen, ein ganz kleines bisschen Schraubensicherung zu verwenden. Bitte keine hochfeste, sondern vielleicht irgendwie nur eine ganz, ganz leichte, eine Loctite 200 oder sowas, damit ihr das Ding wieder öffnen könnt, damit aber das Gewinde einmal abdichtet. Denn letztendlich baut sich ja hier innen drin, in diesem Raum, baut sich ja quasi der Gasdruck auf für den Repetiervorgang. Quasi hier hinten drin. Und dementsprechend darf hier kein Gasdruck oder kein Druck entweichen. Also hier am besten, wie gesagt, eine ganz leichte Schraubensicherung einmal aufbringen, damit das Gewinde hier hinten einmal sauber abdichtet. Und aufpassen beim Ansetzen, wie gesagt, dass er nicht verkantet, sondern dass es einmal sauber gerade reingeht und dann könnt ihr das Ganze einmal festziehen. Wenn ihr jetzt die hintere Abdeckung einmal aufgeschraubt habt, dann müsst ihr ebenfalls aufpassen, dass ihr die Rückholfeder wieder richtig sauber einhakt und das ist auch, ja, wenn man Einsteiger ist und es noch nie gemacht hat, könnte es ein bisschen fummelig werden. Und zwar müsst ihr natürlich schauen, dass dieses Teil hier hinten von der Rückholfeder sauber hier hinten in diesen Durchgang, wartet mal, ich drehe es mal vielleicht so her, dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Ihr seht, wenn ich jetzt die Nozzle nach innen reindrücke, kommt zwar hier hinten dieses Teil Richtung Loch hin, aber es passt innen drin es passt einfach nicht sauber hier in diese Führung rein. Auch wenn ihr hier versucht, das Ganze auszurichten, wird das Ganze mit dem Schraubendreher nichts werden. Dementsprechend könnt ihr zum Beispiel die Schraube hernehmen von der Hop-Up-Kammer vorne, quasi einmal diese, was ihr am Gehäuse seitlich rausgeschraubt habt. Dann schraubt ihr die hier einfach ein ganz kleines bisschen in dieses Gewinde innen drin rein. Wenn es hinhaut, Moment. So, hier einfach ein ganz kleines bisschen reinschrauben, ein paar Umdrehungen. Und dann könnt ihr über diese Schraube, quasi das innere Teil drehen, ausrichten, bis es bis Anschlag hinter geht. Dann drückt ihr immer ordentlich die Nozzle nach hinten und könnt die Schraube jetzt einmal wieder lösen. So, und jetzt immer die Nozzle auf Druck halten, also immer nach hinten drücken und dann seht ihr, dann passt ebenfalls die Führung und das Gewinde hier hinten wieder. Jetzt letztendlich nur noch die kleine Senkkopfschraube mit dem O-Ring hier wieder ansetzen und wie gesagt immer kräftig die Nozzle nach hinten drücken, ansonsten rutscht das Ding wieder einmal raus. So, und dann könnt ihr diese Schraube einfach wieder leicht festziehen.
Wenn wir das Ding jetzt fertig zusammengebaut haben, können wir gleich weitermachen mit dem Thema Verschlussträger und auch Gewicht. Der Verschlussträger ist weiterhin aus Aluminium gefertigt, was ich gar nicht so verkehrt finde. Klar, leichter Verschlussträger, dementsprechend braucht man natürlich weniger Druck im inneren Bereich, um diese Masse zu bewegen. So, das ist aus Aluminium, ist es eigentlich in Ordnung, hätten sie auch aus Zink machen können. Jetzt verschweren sie das Ganze aber mit dem vorderen Teil hier. Denn hier habe ich euch vorhin schon bei der Demontage gesagt, ihr habt letztendlich hier oben dieses Aluminiumröhrchen einmal am Verschlussträger aufgeschraubt. Und hier habt ihr nicht nur dieses Aluröhrchen, wo quasi die Federstange dann einmal reinläuft, sondern hier habt ihr im inneren Bereich einen richtig fetten Stahlkern. Bedeutet, seht ihr vorne diesen Aufsatz hier, dieses Teil, das geht letztendlich bis, bis circa hierhin geht es einmal im inneren Bereich einmal rein. Und das ist aus Vollstahl. Dementsprechend dieses kleine Röhrchen, klong, richtig schön ordentlich Masse oder Gewicht vorhanden. So, also Verschlussträger schön leicht und dann erschweren sie das Ganze aber einmal mit diesem Aluröhrchen oder mit diesem Stahlkern da innen drin. Bedeutet jetzt letztendlich haben wir wieder mehr Masse drauf, was einmal bewegt werden muss. Ja, diese Anschlagkante da vorne oder diese Kante da vorne, das ist in Ordnung. Da kommt letztendlich der Spannhebel dagegen. Dass man hier irgendwie was aus Stahl fertigt, ist ja in Ordnung. Aber warum muss das Ding bis da innen reingehen? Macht es nicht einfach nur unnötig Gewicht auf das System drauf oder balanciert das Ganze über das Gewicht da vorne, über den Stahlkern eventuell den ganzen Verschlussträger ein bisschen aus? Kann ich euch nicht genau sagen. Was ich auch noch mal kurz wiederholen möchte, bitte mal ab und zu mal kontrollieren. Dieses ganze Aluröhrchen löst sich ab und zu. Also ich habe es bestimmt schon 3, 4, 5 Mal wieder festgezogen. Nach einem kompletten Magazin ist das Gewinde wieder komplett einmal lose. Also hier einfach mal kontrollieren. Gut, Leute, wenn es ein bisschen lose ist und nicht komplett festgezogen, mag jetzt nicht so wild sein. Was natürlich Mist wäre, wenn sich das ganze Ding auf Dauer komplett einmal rausschraubt. Also hier einfach mal nach, keine Ahnung, 10 Magazinen, nach 20 Max, einfach mal kurz Verschlussträger rausschauen und mal gucken, dass sich das Gewinde hier oben drin nicht von allein irgendwie löst. Sollte das der Fall sein, am besten auch hier ein kleines bisschen Schraubensicherung aufbringen. Wie gesagt, auch nur ein kleines bisschen, damit es wieder losbekommt. So, also Masse hier mit diesem gesamten Block, wie gesagt, verschwert einmal über diesen Stahlkern hier innen drin. Dementsprechend geht die Gaseffizienz wieder weiter runter. Dann natürlich schwerer das Ganze. Der Verschlussträger läuft an sich relativ sauber im Stahlblechgehäuse. Es gibt 2 Punkte, die reiben. Seht ihr hier einmal im oberen Bereich, hier hinten kratzt er ein bisschen, reibt er ein bisschen, auf der anderen Seite ebenfalls an der gleichen Stelle, also gegenüber quasi hier hinten, reibt er ebenfalls ein kleines bisschen. Die Führungen sind noch einmal komplett sauber, also hier die vollständige Beschichtung ebenfalls einmal noch komplett vorhanden. Also hier kein Kratzen, kein Haken irgendwie in diesen Führungen hier vorhanden, nur eben hier oben drin ein kleines bisschen. So, wenn ihr jetzt den Verschlussträger euch mal von unten anschaut, da seht ihr schon wieder einiges an Abnutzung und zwar hier hinten drauf. Und das ist ein Punkt, der ist auch nicht ganz perfekt umgesetzt, muss ich sagen. Weiß ich gar nicht, habe ich das beim G3 damals angesprochen? Keine Ahnung, müsste ich mir anschauen. Auf jeden Fall habt ihr hier hinten letztendlich die Position, die euren Disconnector ansteuert. Quasi dieses Teil an der Abzugsgruppe, welches letztendlich den Firing Pin dann einmal löst, damit quasi der Gasfluss gestoppt wird. Sitzt quasi einmal so hier unten drin, das Ding sitzt einmal so und hier oben drauf läuft quasi einmal euer Verschluss. So, das Teil hier, diese Ansteuerung für den Firing Pin vorne, also quasi zack, wisst ihr, das macht dann auf quasi, wenn der Verschluss nach hinten fährt. Dieses gesamte Teil ist aus Stahlblech gefertigt. Also das hier ein fettes Stahlteil. Und jetzt reibt hier natürlich die Oberfläche von dem Stahl oder Stahl reibt jetzt hier unten letztendlich am Aluminium. Das ist natürlich nicht sonderlich toll. Das hat sich VFC auch gedacht, das ist scheiße, das machen wir nicht. Wir ballern da hinten einfach eine Schraube rein. Ja, Leute, das ist schön und gut, ja, wir machen da eine Schraube rein, toll. Jetzt habe ich da letztendlich einen Schraubenkopf, der aus Stahl ist. Aber ihr seht auch hier jetzt bereits nach den ersten, was haben wir jetzt durch, 300 Schuss, ungefähr 350 Schuss. Hier ist Aluminium zunächst mal bereits aufgerieben, ca. 0,2, 0,3 mm Material fehlen bereits. Und jetzt reiben wir mit diesem Ansteuerungsteil aus Stahl, reiben wir jetzt eben einmal auf dem Schraubenkopf oben rum. Das könnt ihr euch überlegen, wie lange der Schraubenkopf so bleibt. Also hier kann es schon mal passieren, vielleicht nach einem Jahr oder so, dass der Schraubenkopf einfach nicht mehr vorhanden ist oder dieser so arg vermackt und verschliffen ist, damit ihr die Schraube gar nicht mehr rausbekommt.
Dementsprechend auch hier, wenn ihr eine Wartung oder eine Reinigung macht, kontrolliert am besten immer mal diese Schraube, denn wenn diese zu arg abgenutzt sein sollte, rausmachen und eine neue reinmachen, dann kann sich die nächste runterruppeln. Also das ist auch vielleicht nicht ganz perfekt umgesetzt. Ein kleiner Punkt. Würde ich es kritisieren? Ja, vermutlich nicht. Okay, so, dann haben wir die Teile eigentlich auch soweit jetzt durchgesprochen. Dann können wir weitermachen, einmal mit der Abzugsgruppe. Also Thema Abzugsgruppe. Hier hat sich zum G3 eigentlich leider nichts geändert, bis auf den Abzug. Sprechen wir es nochmal ganz kurz durch. Die Teile sind also weiterhin zum größten Teil aus Zinkguss gefertigt, haben jetzt nur letztendlich eine andere Beschichtung drauf. Also der Firing Pin zum Beispiel ist halt jetzt schwarz, anstatt Silber ist und bleibt aber Zinkguss. Auch hier, wie bei der Demontage schon gesagt, der Firing Pin sitzt weiterhin ganz leicht ein bisschen schräg im Gehäuse drin. Bedeutet, hier seht ihr, den drückt es ein bisschen auf meine Seite ein bisschen rüber, wenn man von oben drauf schaut. Sitzt also nicht komplett gerade. Das habe ich euch damals beim G3 auch schon gesagt. Hätten sie den da auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal geführt über einen Stahlpin oder so, dann würde das Ding einmal gerade drin sitzen. Macht jetzt von der Funktion an sich nichts, aber auch der Schlag vom Hammer kommt nicht komplett auf die gesamte Fläche drauf, sondern ein ganz kleines bisschen nach rechts versetzt. Und wie gesagt, würde ich jetzt nicht unbedingt kritisieren, er ist halt nicht komplett gerade geführt. Laufen tut das Ding aber wieder perfekt im Gehäuse drin. Hat natürlich auch entsprechend Spiel. Wartet, hier. Hat halt ein bisschen Luft, aber flutscht schön leichtgängig. Okay, und natürlich weiterhin, wie gesagt, einmal aus Zinkguss gefertigt. Auch beim Hammer hat sich nichts geändert. Auch der Hammer ist weiterhin einmal komplett aus Zinkguss gefertigt. Nur letztendlich die Federstange ist wieder komplett aus Stahl. Dadurch auch hier wieder die Schlagkanten oder die Kanten drin. Bedeutet genau wie beim G3 auch. Hier im oberen Bereich seht ihr bereits nach 300 Schuss schlägt das Ding ein kleines bisschen hinten auf den Verschlussträger drauf. Und dadurch ergibt sich hier ja, so eine Kante drin. Bedeutet, warte, das kann ich euch kurz zeigen. Der haut hier hinten quasi gegen den Verschlussträger einmal, also gegen das Aluminium. Und dadurch entsteht hier eben ja, so eine kleine Kante innen drin. Die Aufprallfläche vom Firing Pin hier im unteren Bereich, seht ihr zwar, ist ein bisschen die Beschichtung schon ein kleines bisschen weggegangen, also wird auch schon ein bisschen Silber, aber hier kein Problem irgendwie, dass es irgendwie bricht oder zu Verschleiß kommt. Ich habe es damals auch gesagt, es ist ein bisschen schade, dass kein Stahl drin ist, da haben mir einige zugestimmt. Mir ist es aber auch jetzt nicht bekannt, dass die Abzugsgruppe vom G3 von VFC irgendwie große Probleme hat. Also ob das Ding jetzt aus Zink ist oder aus Stahl, laufen tun die Dinge eigentlich recht anständig. Dementsprechend, ja, Stahl wäre vielleicht schön gewesen, gerade vom Preis-Leistungs-Verhältnis, aber das Zinkzeug hält letztendlich genauso. Außer ihr hattet Probleme und euch ist irgendwas gebrochen, dann dürft ihr das gerne ins Kommentarfeld unten reinklatschen. Gut, dann, wie gesagt, der Abzug hat sich geändert. Zunächst mal der Sear innen drin. Auch dieser ist jetzt anders beschichtet. Der ist halt jetzt auch schwarz, ist aber auch weiterhin einmal komplett aus Zink gefertigt. Nur der Abzug an sich, der ist jetzt aus Stahl. Also quasi dieses Teil hier, wo der Sear einmal drin sitzt, quasi einmal so. Hier der gesamte Abzug ist einmal komplett aus Stahl gefertigt. Wichtig bei einer GBB ist immer diese Kante hier vorne, quasi das Eck hier vorne drin, denn das ist die Position, wo einmal euer Hammer-Hahn einmal arretiert vorne. Aber auch hier seht ihr, dass das Ding so groß dimensioniert ist und so viel Fläche vorhanden ist zum Einrasten. Dementsprechend, ob das Zeug jetzt aus Stahl oder aus Zink ist, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, hält problemlos und auch was sehr schön ist, auch wenn das Ding aus Zink ist, nach 300 Schuss, ja, die Beschichtung geht ein kleines bisschen ab, aber man sieht jetzt hier noch keinen Grat oder keine Druckstelle oder keine Abnutzung an der Kante vorne. Ist also noch immer schön scharfkantig im vorderen Bereich vom Sear. Also hier, wie gesagt, Zink, der eine sagt, gut, für 800 € kann man ein bisschen mehr verlangen, vielleicht Stahl, funktionieren tut das Zeug aber problemlos. Okay Leute, das soll es mit der Abzugsgruppe schon gewesen sein. Dann sprechen wir noch ganz kurz über das Schließsystem bzw. über die Schließfeder. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, was will denn jetzt mit der blöden Federstange oder mit der blöden Feder? Es ist halt eine Feder, ja richtig. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sie ansprechen muss. Aber was mir auch noch aufgefallen ist von dem Schließsystem hinten oder von dieser Schließfeder. Die Feder an sich ist ausreichend. Ihr habt auch im hinteren Bereich nochmal so einen zusätzlichen Puffer mit einer starken Feder dran. Bedeutet, wenn der Verschluss nach hinten knallt, wird er über die starke Feder ebenfalls nochmal nach vorne beschleunigt. Dementsprechend eben das System nicht träge, sondern ein bisschen zügiger.
Je nach Magazintemperatur oder je nach Gastemperatur und Gasdruck natürlich. Was mir aber aufgefallen ist, wenn ihr das Ding mal demontiert, standardmäßig, wenn ihr das Teil bekommt und euch mal anschaut, da ist die gesamte Federstange hier, welche natürlich komplett aus Stahl ist standardmäßig von VFC komplett richtig dick gefettet und geschmiert. Dachte ich mir, okay, warum tragen die da so einen Haufen Fett auf? Und zwar ein kleiner Punkt. Letztendlich läuft da hier innen drin einmal der Verschlussträger. Bedeutet einmal so. Bedeutet, diese Federstange aus Stahl fährt hier in diesen Verschlussträger rein und wird über diesen Stahlring hier vorne einmal geführt. So, jetzt passt mal auf. Merkt ihr was? Oder hört ihr vielleicht sogar was? Dieser Stahlring, der kratzt auf dieser Federstange rum wie Seuche. Also hier entsteht ein bisschen Reibung und auch wo ich das Fett von VFC dann entfernt habe, gerade zum Video machen und sauber gemacht habe, waren da so richtig kleine Partikel dran, also ein kleines bisschen Abrieb. Bedeutet, hier reibt euch dieser Stahlring, reibt euch letztendlich auf dieser Stahlführung. Das ist so richtig schön kratzig und hakelig. Also auch hier nicht ganz flutschig oder nicht ganz smooth gemachtes System. Da auch am besten mal kontrollieren nach einem halben Jahr oder wenn ihr mal eine Wartung macht, dass ihr diesen Abrieb und dieses ganze Fett da oben mal sauber macht. Guckt, dass nichts irgendwie stark verschlissen ist und wieder neu einschmieren. Ansonsten, wie gesagt, da sammelt sich lauter kleine Metallpartikel sammeln sich da oben dann einmal drauf. Also auch hier, wie gesagt, da flutscht das Ganze nicht sonderlich schön. Da hätte man vielleicht diesen Führungsring nochmal dreimal so dick oder dreimal so lang machen können, vielleicht bis hierher, damit das Ganze einfach ein bisschen mehr Führung hat. Denn wie gesagt, hier sehr hohe Toleranzen vorhanden, auch hier innen drin. Wie gesagt, kann hier ein bisschen rumwackeln und ihr habt es vorhin auch schon gesehen, die Federstange wird ja auch nicht gerade gehalten. Auch diese kann sich im Winkel ein bisschen verändern und dadurch entsteht hier so ein gewisses Kratzen oder so ein gewisses Reiben. Okay, so, mal Griffel waschen und dann schauen wir uns noch einmal Thema Lauf- und Hop-Up-System an. Gut Leute, zum größten Teil wieder alles zusammengebaut. Sprechen wir abschließend noch einmal Lauf- und Hop-Up-System an. Hop-Up einstellen habe ich euch vorhin schon mal gezeigt. Geht letztendlich recht einfach eigentlich ranzukommen an das Hop-Up-System und ist auch 1:1 identisch wie beim G3. Es hat sich letztendlich die Hop-Up-Kammer nicht geändert. Es ist weiterhin das klassische Flat-Hop-System installiert. Nur dieser Kunststoff-Einstellring hier oder der fette Block, der hat sich ein bisschen geändert. Beim G3 hattet ihr noch so Flügel dran zum Einstellen. Hier habt ihr jetzt halt einfach so so Aussparungen, nenne ich jetzt einfach mal drin. Und ebenfalls im unteren Bereich, was dann sichtbar ist, hier nochmal mit einem Pfeil drauf, quasi ab für mehr Hop, also so rumdrehen. Es ist vom Einstellen her sehr schön, muss man sagen. Es ist ordentlich Widerstand drauf, habe ich euch vorhin schon mal gesagt. Bedeutet, ihr könnt hier auch mit ordentlich Widerstand einmal drehen. Es verstellt sich absolut nicht, auch wenn das Ding unheimlich viel Rückstoß hat. Und dementsprechend hier schon mal sehr, sehr gut. Es läuft auch wieder über so eine Art Rändelung im hinteren Bereich. Bedeutet, ihr habt hier wie so eine Art Klicken einmal drin. So, auch vom Einstellen her ist es sehr, sehr dankbar, denn über den Helix innen drin oder über die Spirale, wo ihr quasi den Tensioner nach unten bewegt, könnt ihr bei einer Umdrehung den maximalen Weg hinten vom Tensioner von 1,5 mm ausführen. Bedeutet, auch wenn ihr hier vorne mal, keine Ahnung, mal 5 mm dreht, fahrt ihr letztendlich hinten vielleicht nur einen halben Millimeter runter. Es geht also über den Helix sehr, sehr feinfühlig zum Einstellen. Und ihr müsst da nicht irgendwie so rumfummeln, hier mal einen ganz kleinen Klick, noch einen ganz, ganz kleinen Klick, sondern wenn ihr seht, das langt noch nicht, dann dreht ihr halt einfach mal einen Millimeter oder vielleicht halt mal ein bisschen mehr wie bei anderen Systemen. Also es ist sehr, sehr feinfühlig und sehr, sehr gut zum Einstellen. Es rastet sauber ein, es verstellt sich nicht und funktioniert tadellos. Wäre da nicht das kleine Problem oder die kleine Limitierung Kugelgewicht in Bezug auf die Gasmenge, wäre es wirklich ein sehr geiles Hop-Up-System. Gut, zum Auseinandernehmen, wie gesagt, einmal das Rohr abschrauben. Ihr habt hier übrigens ein Linksgewinde einmal drauf, denn das gesamte Rohr hält letztendlich nur an der Hop-Up-Kammer. Ja, so, dann zieht das Ganze einmal ab. Dann könnt ihr ebenfalls, hier genau, nicht vergessen oder ein bisschen aufpassen, hier hinten drauf, wo quasi dieser Kunststoff dagegen läuft. Einmal hier, da habt ihr ein O-Ring drin. Hier würde ich euch empfehlen, tragt immer ein kleines bisschen Silikonöl oder Silikonfett auf. Das war standardmäßig, war das komplett trocken und das Rädchen ging unheimlich schwer zum Einstellen. Gerade wenn man das wirklich festgezogen hat, das ganze Zeug, damit sich der Outer nicht löst,
ging es wirklich sehr, sehr straff. Dementsprechend hier einfach ein kleines bisschen Silikonöl auf den O-Ring aufgetragen. Es wird über die Rändelung hinten oder über die Zacken immer noch sauber gehalten. Es verstellt sich nicht, aber es geht zum Einstellen einfach leichter. Ansonsten hat man da echt brutal schwer dran drehen müssen. Jetzt mit ein bisschen Fett geht es ein bisschen einfacher. Gut, dann nehmen wir einmal das Rohr weg und wie gesagt, das gesamte Rohr wird letztendlich nur hier einmal auf unserer Zink-Hop-Up-Kammer einmal aufgeschraubt. Um diese zu öffnen, könnt ihr euch denken, habt ihr letztendlich zwei Kreuzschrauben hier unten drin, Senkkopf, diese beiden einfach einmal öffnen. Gut, die Schrauben einmal gelöst, könnt ihr die Hop-Up-Kammer öffnen, die ist zweiteilig und hier vielleicht, bevor wir sie aufmachen, ein Punkt vorweg, ist letztendlich dieselbe Hop-Up-Kammer wie beim G3 und auch damals habe ich es euch schon gesagt, der Tensioner hier oben drin, der sitzt perfekt. Also da gibt es überhaupt nichts zu mosern. Der hat weder links noch rechts irgendwie Spiel drin. Der kann nicht rumwackeln. Und ebenfalls sitzt er in den Bohrungen perfekt. Das ist schon eher eine Passung, wie das es eine Bohrung ist. Und ihr seht auch hier, wenn der da bewegt, wie gesagt, der sitzt einfach hervorragend. Der hat links und rechts nur Spiel und sitzt einfach sauber in den Bohrungen drin. So, dementsprechend, auch die Hop-Up-Kammer sitzt hervorragend zusammen. Bedeutet, hier müsst ihr auch bisschen hebeln und ein bisschen noddeln und drücken, damit ihr diese einmal auseinander bekommt. Also Passgenauigkeit ist hier hervorragend. Gut, dann können wir ebenfalls einmal unseren Innenlauf rausnehmen und ebenfalls unser Bucking einmal abziehen. So, dann lasst uns diese Komponenten auch noch mal ganz kurz ansprechen. Der Lauf, ich weiß, ich wiederhole mich wieder. Der Lauf ist ein Aluminiumlauf, Standard GBB von der Aufnahme her. Innendurchmesser sind 608, aber halt die Länge 650 mm. Dementsprechend, wie gesagt, für meiner Theorie nach ist die Gasmenge von out of the box für 0,3 oder aufwärts nicht ausreichend vom Endpass. Bedeutet, man müsste aufs Endpass mehr Gas in den Lauf drauf geben und dadurch wird das Ding aber unheimlich cooldown anfällig oder schwankt einfach unheimlich von der Energie. Dementsprechend, ob das, ja, also Präzisionsrifle würde ich es nicht unbedingt nennen, das Teil. Wie gesagt, schwankt leider meiner Theorie nach aufgrund der Lauflänge mit schweren BBs. Da einfach die Menge, was wir reingeben, nicht ausreicht oder wir so viel reingeben müssen, dass das Magazin sofort eiskalt wird. Also Alulauf 650, wie gesagt, brutal lang, Standard GBB. Das Hop-Up-System an sich finde ich gut. Es ist exakt identisch zum G3. Bedeutet, wir haben ein klassisches Flat-Hop drin. Standard GBB Bucking übrigens auch. Wartet mal, vielleicht bekomme ich so ein bisschen Licht rein, denn ich stülpe es euch nicht um. Klassisches Flat-Hop bedeutet, wir haben im inneren Bereich eine gerade und flache Patchfläche drin und das Ganze ohne Radius. Also nicht vergleichbar mit einem R-Hop, wo ihr quasi eine Wölbung oder sozusagen einen Radius runter bewegt auf die BB, sondern ein klassischer Flat. Ist an sich gut für schwere BBs, um diese zu hoppen zu können. Ein R-Hop-System oder auch die Maple Leaf MR-Buckings mit einem Radius sind aber meistens ein kleines bisschen besser von der Streuung links-rechts. Also da die Kugel einfach über einen Radius zentriert wird und nicht einfach nur von oben über eine gerade Fläche. Und wie gesagt, das funktioniert sauber, es funktionieren schwere BBs mit diesem Hop-Up-System, aber die Zentrierung wäre einfach mit einer runden Patchfläche einfach ein bisschen besser. Zum Beispiel Maple Leaf MR zum Beispiel. So, also Hop-Up-System ist gut, auch das Bucking ist ein 70, also relativ hart vom Gummi her, 70 Shore, kein 50 Shore und auch der Tensioner, wie gesagt, ist hervorragend und passt natürlich perfekt zu dem Bucking. Und wie gesagt, der passt da wirklich hervorragend, bedeutet, ihr müsst ihn aus dem Loch auch einmal rausdrücken oder rauspressen, denn er sitzt hervorragend drin. So, das ist einmal euer Tensioner und ihr seht hinten, wir haben ebenfalls passend zu dieser flachen Patchfläche ebenfalls einen flachen Tensioner. Dieser ist selbstverständlich nicht tauschbar. Also ihr könnt jetzt nicht irgendwie ein TNT oder ein Maple Leaf Omega oder so ein Mist reinballern. Das funktioniert nicht. Und wie gesagt, hier einfach das Ganze mit einem flachen Tensioner direkt am Lever mit dran. Aber passend einmal zu der geraden Patchfläche innen drin. Also ein ganz normales Flat-Top, wie gesagt, auch für schwere BBs geeignet. Zentrierung wäre aber zum Beispiel mit einem Maple Leaf MR ein kleines bisschen besser. Es wäre auch, das habe ich euch beim SSG 96 damals angesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel einen MR reinmacht, ja, dann haben wir zwar den Radius innen drin, es wäre aber auch noch schöner dann, wenn zum Beispiel der Tensioner oben ebenfalls einen Radius hätte, damit es sich wieder angleicht sozusagen. Dementsprechend klassisches Flat-Hop, ja, schwere BBs wären möglich mit dem Hop-Up-System, aber Zentrierung ist einfach mit dem MR zum Beispiel besser.
Gut, wie gesagt, aufgrund der Lauflänge oder der Gasmenge könnten wir jetzt zwar vielleicht mit dem Hop-Up-System 0,4er hoppen, es bringt uns aber halt nichts, wenn das Ding nach 2 Schuss sofort in den Cooldown reinfällt. Das finde ich ein bisschen schade, auch wenn ich mich wieder wiederhole, aber ich werde es definitiv heute leider kritisieren müssen. Gut Leute, ich baue den Schinken wieder fertig zusammen und dann sehen wir uns einmal gleich zum Fazit. Gut Leute, dann sind wir mit dem PSG am Ende angekommen und ihr bekommt wieder mein ganz persönliches Fazit einmal serviert. Beginnen wir einmal bei den Pluspunkten. Was finde ich jetzt an dem Ding gut? Zunächst mal klar, es ist wie das G3 auch einmal komplett aus Stahlblech gefertigt und hier von der Materialwahl sehr, sehr gut, muss man sagen. Also gerade Sammler oder so Leute wie der Bruce einfach, die ein bisschen Spaß damit haben wollen, sie werden dieses Modell sicherlich feiern, denn wie gesagt, Material ist hervorragend, es schafft alles super. Dementsprechend Stahlblechgehäuse oder Stahlblechkonstruktionen gebe ich mal einen Pluspunkt. Zweiter Pluspunkt, klar, muss man auch wieder geben, auch wieder leider an Sammler gerichtet, nicht unbedingt an Spieler. Natürlich Lizenzmodell, einmal HK-Markings drauf und klar, ihr bekommt kein PSG 1 so her, ihr bekommt noch einmal Rui SAEG, wenn ihr Glück habt her, ansonsten bekommt ihr kein PSG 1. Und dementsprechend hier einmal Pluspunkt Lizenz wieder drauf vorhanden. Der nächste Pluspunkt, Klassiker, klar, PSG 1, ich meine, klar, viele werden es vielleicht feiern, andere sagen, was ist denn das für ein alter Schinken? Ne, wie gesagt, Klassiker, wieder was Ausgefallenes, gebe ich ebenfalls wieder einen Pluspunkt. Dann gebe ich auch einen Pluspunkt, was nötig ist und zum Glück auch wieder vorhanden ist, das ist das Endpass-System. Kommen wir gleich nochmal im Detail darauf zu sprechen, aber zunächst mal auf jeden Fall wieder schön, dass ein Endpass-System drin ist und wir dementsprechend die Energie bzw. die Gasmenge einmal einstellen können. Gebe ich mal einen Pluspunkt, Endpass vorhanden. So, und mein letzter Pluspunkt, das ist aber leider ein kleines bisschen Theorie, denn das Hop-Up-System selbst ist eigentlich gar nicht verkehrt. Also das Bucking ist gut, es ist ein klassisches Flat-Hop-System, der Tensioner ist flach. Wir könnten, wenn die Energie nicht so krass schwanken würde oder wir nicht so schnell in den Cooldown reinfallen, dann wäre das Hop-Up an sich eigentlich in Ordnung. Bedeutet, wir könnten eigentlich von der Theorie mit dem Hop-Up problemlos 0,4 Gramm von mir aus hoppen. Denn wie gesagt, die Patchfläche ist groß genug, der Tensioner ist groß genug, wäre also möglich. Dementsprechend das Hop-Up ist eigentlich gut, lässt sich sauber einstellen. Ja, geben wir mal einen Pluspunkt. Ja, kommen wir gleich nochmal dazu. Das soll es für heute schon gewesen sein, Leute. Schauen wir uns einmal die Neutralpunkte an. Mein erster Neutralpunkt, das habe ich beim G3 damals, glaube ich, sogar als Kritik gegeben. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall wandle ich das Ganze jetzt ab als Neutralpunkt. Die Internals, ja, der Abzug ist jetzt aus Stahl gefertigt. Sehr, sehr gut. Der Hammer, der Firing Pin, der Sear sind weiterhin aus Zinkguss gefertigt. Warum nur ein kleiner Neutralpunkt? Denn gerade beim 416A5 zum Beispiel verbaut VFC sehr viel Stahl-Internals einmal rein. Hätten sie ja beim G3 oder beim PSG 1 auch machen können. Daher mir aber jetzt keine Probleme mit diesen Stahl-Internals bekannt sind vom G3, gebe ich es als Neutralpunkt. Wie gesagt, sie sind gut konstruiert. Ja, es ist Zink, aber es hält. Dementsprechend kleiner Neutralpunkt, einmal die Internals aus Zink. Dann gebe ich einen Neutralpunkt. Der Griff aus ABS Plastik oder aus Plastik gefertigt, letztendlich nur Kunststoff mit so einer Holzstruktur. Bisschen schade. Wäre vielleicht Holz ein bisschen schöner gewesen. Wie gesagt, er fühlt sich ein bisschen nach Plastik an. Dementsprechend hier kleiner Neutralpunkt, Griff einmal aus Kunststoff gefertigt. Dann ein weiterer Neutralpunkt, das ist der hintere Pin, der hier, der rumklappert und sehr, sehr leicht rausfallen kann. Also der wird nicht wirklich festgehalten hier hinten drin. Und ebenfalls der Pin oder das Teil hier hinten, was er braucht, um Schaftkappe und die Wangenauflage einzustellen, wird ebenfalls über diese kleine Feder nicht wirklich fest hier hinten drin gehalten. Also es geht auch ganz easy, geht es raus. Würde man jetzt das Ding auf den Kopf drehen und mal draufklopfen, dann fällt es raus. Könnte also von der Federung ein bisschen straffer sein, damit es sauber da drin, hinten drin hält oder gehalten wird. Dementsprechend auch ein bisschen schade. Es ist am Vierkant. Wenn ihr dieses Schraube hier hinten einmal verliert, könnt ihr das Ganze über den Inbus zum Beispiel nicht mehr einstellen. Glaube ich zumindest. Habe ich nicht probiert. Also ihr braucht auf jeden Fall das Ding da hinten drin. Und wenn man es verliert, ist eh kacke. So, dann lass mich das mal wieder installieren. Gut, dann kommen wir zu meinen Kritikpunkten oder zu meinen persönlichen Kritikpunkten, speziell bei meinem Modell. Ich sage es wieder speziell mein Modell, denn vielleicht funktioniert da von jemand anders das Modell ein bisschen besser. Also schauen wir mal an. Mein Modell oder speziell das PSG 1 hat meiner Meinung nach ein gravierendes Problem in Bezug auf Gasmenge, Lauflänge und Kugelgewicht. Jetzt gehen wir mal davon aus, VFC baut das Ding und legt das Ding aus für 0,2 Gramm, was totaler Humbug wäre, wenn sie schon Flat Top reinbauen.
dann funktioniert es, ja. Packt ihr es aus, spielt ihr 0,2 oder wollt ihr 0,2er schießen, wollt ihr ein bisschen Spaß haben damit, mit leichten BBs oder sowas, dann funktioniert das Gassystem hervorragend. Ihr braucht zwar sehr, sehr viel Gas, es ist weiterhin Cooldown anfällig, aber wenn ihr wirklich präzise schießen wollt, dann braucht ihr schwere BBs. Und dann funktioniert das Ganze aufgrund der Lauflänge und der Gasmenge unter aller Sau oder gar nicht. Bedeutet, ihr müsst für 0,3 Gramm aufwärts oder sogar wenn ihr mehr spielt wie 0,3 oder mehr schießen wollt, müsst ihr das Endpass aufdrehen. Bedeutet, ihr zieht mehr Gas aus dem Magazin raus, damit es für die Lauflänge langt. Dann werden die Ergebnisse ein bisschen konstanter von der Energieabgabe her. Aber ihr zieht so viel Gas raus, dass das Ding sofort nach 3, 4 Schuss immer kälter wird. Also das Magazin oder die gesamte Waffe fällt einfach unheimlich schnell in den Cooldown rein, da ihr einfach so viel Gas mit diesem System benötigt. Und wie gesagt, SG3 hatte eine Lauflänge von 433, wenn ich es noch im Kopf habe. Da war es gerade noch in Ordnung. Die war auch Cooldown-anfällig, hat auch sehr viel Gas benötigt. Das PSG 1 hat einen Lauf mit 650 mm. Da braucht er noch mehr Gas, um schwere BBs durchzudrücken. Kleines bisschen schade hier, ein Kritikpunkt. Gesamtes Gassystem eigentlich in Bezug auf die Lauflänge. Sehe ich kritisch, denn wie gesagt, wer schießt denn 0,2 Gramm mit dem Ding? Keiner. VFC vielleicht, also ich nicht. So, und jetzt könnten der nächste Kritikpunkt, das könnten wir hier mit draufnehmen aufs Thema Gassystem. Ich nehme es aber mal extra auf, nicht für schwere BBs ausgelegt. Bedeutet, wie gerade schon gesagt, 0,2, ja, funktioniert, 0,3 könnt ihr schon vergessen. Funktioniert einfach mit dem Gassystem nicht gut, finde ich, in Bezug auf die Lauflänge. Dementsprechend nochmal ein Kritikpunkt, nicht für schwere BBs ausgelegt. Okay. So, mein letzter Kritikpunkt, das ist hier vorne die Konstruktion. Normalerweise, wenn du mal die anderen Reviews anschaut zu VFC, habe ich immer einen Punkt drin, Verarbeitungsqualität, Passgenauigkeit, perfekt. Denn da ist VFC eigentlich bekannt dafür. Bei meinem PSG 1 haben sie es da vorne drin mit der Passgenauigkeit ein bisschen verkackt, meiner Meinung nach. Habe ich euch am Anfang gezeigt. Hier vorne die Schraube, die die Hop-Up-Kammer einmal innen drin hält, wenn man die normal zuschraubt, handfest, damit alles schön fest ist, funktioniert das System nicht mehr, da der Verschluss klemmt. Also der Verschluss fährt nicht mehr ganz vor, er bleibt bei 20 mm ungefähr hängen, die Nozzle fährt nicht mehr zu und wenn ihr die Schraube zuknallt, wenn der Verschluss vorne ist, dann bekommt ihr den Verschluss nicht mehr auf. Bedeutet, ihr seid darauf angewiesen, diese Schraube, oder ich bin darauf angewiesen, bei meinem Modell diese Schraube komplett locker zu lassen, komplett aufgeschraubt, damit das Ding überhaupt funktioniert. Also hier irgendwie, keine Ahnung, Passgenauigkeit oder irgendein Teil irgendwie ein kleines bisschen daneben. Und dann habe ich es euch auch gezeigt, wenn ihr die Schraube dann locker lasst und ihr zieht das Rohr raus, das zieht das Rohr ab, dann ist der gesamte Innenlauf komplett versetzt. Also der ist hinten in der Hop-Up-Kammer zwar gerade, macht aber einen richtig schönen Bogen einmal nach außen, ist dann hier vorne ungefähr 1 Zentimeter nach rechts versetzt. Klar, der wird wieder über das lange Alurohr, wird das Ganze wieder zentriert, aber sowas soll doch auch nicht sein. Ich erwarte eigentlich, dass wenn ich das Rohr runter mache, dass der Lauf immer noch gerade ist. Klar, er kann ein bisschen schwabbeln, weil er halt so lang ist vielleicht. Aber nicht, dass das Ding so einen Bogen reinmacht. Das sollte eigentlich nicht sein. Also hier nochmal ein Kritikpunkt. Ich weiß nicht genau, wie ich den nenne, den Kritikpunkt. Vielleicht Passgenauigkeit, Hop-Up-System oder irgendwie sowas. Ich meine, ihr wisst, was gemeint ist. Wie gesagt, die Schraube davon, da passt irgendwas, passt da nicht. Gut, Leute, und das soll eigentlich mein Fazit zu dem PSG 1 gewesen sein. Wie gesagt, jetzt kommt es natürlich darauf an, Preis-Leistungs-Verhältnis, mit wem spreche ich hier? Spreche ich jetzt mit einem Sammler, der einfach das PSG 1 geil findet und was Schönes haben möchte und bereit ist, 800 € dafür zu bezahlen, dann sage ich ja, klar, es gibt auch kein anderes. Und es ist, sind wir ehrlich, es ist eine geile Waffe und sie ist von VFC geil konstruiert worden. Dementsprechend hier, ja, wenn man Sammler ist und so viel Geld zur Verfügung hat, ja, dann ist das Modell perfekt. Wenn man ein bisschen Spaß haben möchte, mit 0,2 ein bisschen blinken will, ist es auch in Ordnung. Für andere Leute, wenn sie mich jetzt fragen würden, ja, würde ich das Ding spielen? Nein, auf keinen Fall. Denn wie gesagt, es funktionieren keine 0,3, es funktionieren keine 0,45 drin, es ist Cooldown anfällig, wir brauchen unheimlich viel Gas. Das Gassystem ist einfach nicht für dieses Modell ausgelegt oder funktioniert einfach schlecht. Dementsprechend für Spielfelder, nein, definitiv nicht, dafür ist es auch viel zu teuer, läuft nicht anständig. Für Sammler oder die einfach das PSG 1 geil finden, Bruce zum Beispiel oder so, ja, für die ist es perfekt. Also auch wieder ein bisschen schade seitens VFC, finde ich. Für wen bauen sie die Waffen? Bauen sie es für Sammler? Dann brauchen sie das Gassystem gar nicht. Dann können sie es rausschmeißen, dann muss das Ding als Modell an der Wand hängen. Dann ist es in Ordnung. Also hier ein kleines bisschen schade. Wie gesagt, für Spielfelder ungeeignet, meiner Meinung nach. Okay, Leute, wie gesagt, es kann schon wieder sein, dass ich ein Montagsmodell habe, was ich jetzt nicht denke. Wie gesagt, die Gasmenge, es ist alles Fakt. Aber vielleicht gibt es ja doch noch irgendwann mal ein Review in der nächsten Zeit von irgendjemand anders, der das Ding wirklich mal
ja, mal wirklich genauso ausgiebig testet wie ich, der vielleicht auf dasselbe Ergebnis kommt oder der sagt, ja, bei ihm ist es vielleicht nicht so schlimm. Vielleicht ist auch mein Gas einfach nur ein bisschen schuld dran. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber könnte auch sein. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, wenn ihr irgendwas verbessern wollt, jederzeit Kommentarfeld unten nutzen, das wisst ihr. Und wie gerade schon gesagt, wenn ihr selber euch so ein Ding gekauft habt und auch irgendwie mal das prüfen könnt mit der Gasmenge und Kronen mit verschiedenen Grammaturen, dann bitte mal eure Meinung oder euer Fazit oder eure Ergebnisse, bitte alles mal unten ins Kommentarfeld reinhauen. Denn wenn wir hier einfach noch mehrere Meinungen haben, dann können wir wirklich eine Aussage treffen, ist das Ding wirklich so schlecht vom Gassystem? Oder zickt nur meine wieder ein kleines bisschen rum? Wäre ein bisschen schade. Dementsprechend, wie gesagt, eure Meinung, euer Fazit bei eurem Modell jederzeit unten im Kommentarfeld reinposten. Und wer sich wieder Mühe gibt und schön ausführlich ein paar Absätze schreibt, pinne ich es oben wieder an. Dann könnt auch ihr als Zuschauer einfach mal ins Kommentarfeld reinschauen und euch eben die Meinung oder das Fazit von anderen auch nochmal einmal anschauen. Gut, Leute, soll es gewesen sein. Wie gesagt, ansonsten, ich bedanke mich natürlich wieder recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mein Gebabbel so lange ertragen habt. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.